ich habe Ja. heute schon mein Trinken weniger groß gemacht, weil sonst, sonst geht das schneller. Wir hatten das ja mit der Windel und dem Katheter. Schade, Mhm. dass das nur ein Witz war. Jetzt können wir es ja auflösen. Das war nicht wirklich so. Das haben wir nur gescherzt. Das war nicht wirklich so. Nee. Geil, du bist Soll ich jetzt dir meine überrascht. Windeln zeigen? Bitte, zeig mir deine Windeln, Baby. Ja, jetzt sind wir, sagt man in dem Fall basale Bedürfnisse. Ja, wir sind wieder basal geworden. Sprache, Verblendung, Embodiment, ne? Falls ihr Ideen habt für Und drei Windeln. Stunden. Windeln, ja. Und jetzt hast du wahrscheinlich auch die Möglichkeit. Ich habe das erst gestern festgestellt, wenn du als Co-Host zuerst aufnimmst, dann klappt es bei mir nicht mehr, ne? Außer ich Ah, unterbreche die Aufnahme. okay. Also der Gastgeber sozusagen muss zuerst bei sich auf Computer drücken. Oder nee, vielleicht, wenn du auf dem Computer aufnimmst. Also das Problem war gestern mit der Dunja. Ich hatte sie gebeten, auf die Cloud aufzunehmen. Ne? Und wenn sie zuerst auf die Cloud aufnimmt und dann drücke ich nochmal aufnehmen, dann habe ich nur die Option abzubrechen sozusagen. Ne? Wenn ich als Erster bei mir auf den Computer aufnehme, dann kann der Gast, also gestern war das die Dunja, kann sie immer noch auf die Cloud aufnehmen, wenn sie das will. Ne? Und wie genau sich die Qualität unterscheidet, weiß ich nicht. Ne? Aber laut Internet, die Qualität ist besser, wenn du es bei dir auf den Computer direkt runterziehst. Wobei jetzt aber die Breite und Höhe dieselbe ist. Ne? Also in der Okay. Regel bei mir sind das 720 mal 1080. Ne? Aber ich habe ein bisschen mehr Byte, wenn ich es direkt auf den Computer ziehe. Der Vorteil auf der Cloud, ähm, ich kann beides gleichzeitig mir holen. Also die Galerie-View, wo wir so wie im Wilden Westen, im Western-Film zu sehen sind, Breitband, ne? Und die Speaker-View, ne? Also dass immer nur der zu sehen ist, der gerade spricht, aber dann im Vollbildmodus, ne? Deshalb habe ich da so ein bisschen mit rum experimentiert. Ja. Okay. Okay, also jetzt nehmen wir beide auf, ne? Okay, super. Ist das für dich vom Hören, also vom Sound okay? Weil ich habe jetzt Originalton für Musiker eingestellt, Mm, mm, weil mm. ich das etwas mehr mag. Ja. Aber wenn das für dich zu viel Nebengeräusche hat oder so, dann kann ich das auch gern umstellen. Nee, ne? Also wenn du dann auf dem Balkon sitzt, so wie vor ein paar Tagen, dann hört man natürlich die Flugzeuge und alles, ne? Was ja auch bei deinen alten Weg des Scheiterns Videos zum Teil auch total sympathisch ist, ne? Dass man merkt, das ist eine Person, die da in der realen Welt auf einer Bank sitzt und da fliegen Flugzeuge über ihren Kopf oder so, ne? Manche Leute stört es auch, ne? Also ich hatte die ersten Jahre ja auch kein Mikro, ne? Und manchmal bekam ich dann irgendwie das Feedback, warum kaufst du dir mal nicht ein Mikro, ne? Inzwischen habe ich das Mikro und wollen wir mal ausprobieren, wie sich das ändert, wenn ich den Voice-Filter rausnehme. Ne? Also das hat ja auch der Boris in eurem Gespräch gesagt. Ne? Also wenn du Musik machst oder in meinem Fall, wenn ich diese Glocke bei der Meditation schlage und ich mache es mit dem Filter, dann hört man die Glocke nicht. Ne? Deshalb, ich nehme den Filter raus bei Meditation, aber normalerweise beim Gespräch wie diesem habe ich den Filter an. Und Hm. jetzt habe ich ihn eben vor ein paar Sekunden habe ich ihn rausgenommen. Ich weiß nicht, ob du einen Unterschied hörst, ne? Also das kann ich jetzt auch nicht genau sagen, aber mein Eindruck ist, dass Ja, auch später bei der Aufnahme gerade das ja. Ende von Sätzen häufig nicht mehr Ach so. ausklingt, sondern so ein bisschen so abschwubbelt und so ein Hm, bisschen sich hm, ändert. Das kann, also das finde hm, ich auch nicht schlimm, wenn es halt hm. dabei hilft, Okay. dass ein bisschen was rausgefiltert wird, aber es wird eben auch was in dem Stimmklang rausgefiltert. Hm. Das je Verstehe. nachdem, was man angenehmer findet. Ich mag das gerne. Oh, Also ich mag gerne, wenn ja, auch man so ein bisschen darauf Acht gibt oder wenn auch mal ein Nebengeräusch da ist. Aber ich habe auch das ja. Gefühl, dass sich die
gemeinsamen Stimmen anders synchronisieren in der Tonaufnahme. Das auch, ne? Also, ähm, ich gebe einmal im Monat einen Vortrag für das Kloster Antalchi und weil ich nicht mehr da wohne, mache ich das per Zoom. Und wir rezitieren dann immer was vor dem Vortrag und hinterher. Und wenn der Filter drin ist, und normalerweise ist das ja die Standardeinstellung, ne, wenn du nicht weißt, wie du den rausnimmst, die meisten Leute haben den automatisch drin, ne, dann ist das fast unmöglich, diese Rezitation zu synchronisieren. Und ich habe gehört, ich habe es noch nicht ausprobiert, ne, aber wenn du den Filter rausnimmst, geht das einfacher, ne, weil dann diese Splitsekunde fehlt, ne, die Zoom wahrscheinlich braucht, um da zu gucken, ne, was ist die Stimme und was filtere ich raus. Wo kommt was her? Ja. Genau, ne. Also ganz positiv fand ich es, ne. Also manchmal, wenn ich erkältet bin und muss niesen, ne, und du niest direkt ins Mikrofon rein, aber Zoom filtert das trotzdem raus, ne. Ich mache mir schon Sorgen, oh, jetzt sind die Leute total jetzt genervt von meinem Niesen, aber du schaust es dir hinterher an und ich mache so, aber du hörst nichts, ne. Ja, die werden dann vielleicht selber krank, weil sie es gehört haben. Das ist ja so, genau, ne, wie heißt das, Placebo-Effekt, ne? Ja, ja, Aber ich finde das eigentlich schön, auch, dass man einfach Dinge hört. Das ist einfach menschlich. Wenn es zu hm, stark ist, kann das natürlich störend sein. Aber ja, grundsätzlich finde ich es eigentlich auch gut, wenn man Menschen hört, dass sie auch wie ja, Menschen klingen oder dass wir uns ein bisschen auch damit abfinden oder daran auch wieder gewöhnen. ja, Ähm, ja, ja. ja. Wobei ja viele Leute stört es. Aber gut, wenn man. Ist ja auch eine Übung im Ja. Aushalten, könnte es sein. Naja, du hast ja auch ein Mikro. Ich habe jetzt auch ein Mikro, das ich auf meinen Mund richte. Insofern, ne, also früher, man hörte dann schon, also die, wie nennt man das, die Glocke von der Schule gleich nebenan. Man hörte die Müllabfuhr und dadurch, dass ich überhaupt kein Mikro hatte, ne, das war einfach nur die Kamera selbst, ne, von der ich aufgenommen habe. Und wenn du auf der Straße stehst, ist es natürlich nervig, ne? Ja, Aber ja. vermutlich, ne? Also das können uns ja die Zuschauenden gerne im Nachhinein wissen lassen, ob sie da überhaupt einen Unterschied gehört haben und wenn ja, ob sie das mögen, ne? Ohne Filter oder ob sie den Filter bevorzugen. Ja. Ich freue mich immer da über Feedback, besonders audiomäßig. Ne? Ich habe keine guten Ohren. Ne? Also ich merke, ich höre da oft gar keinen Unterschied. Ne? Ja. Auch ich habe ja dieses Ansteckmikro, das ich auch häufiger, wenn ich draußen unterwegs bin, verwende. Ne? Und ich habe jetzt dieses hier, das von der Firma stammt, die auch Zoom heißt, obwohl sie mit dem Zoom nichts zu tun hat, mit dem wir gerade verbunden sind. Ne? Da kriege ich auch die verschiedensten Feedbacks. Den einen gefällt das eine besser, den anderen das andere. Hm. Für mich klingt das eigentlich alles gleich. Ich finde mal die Frage interessant, wie interagiert man auch mit dem Mikro? Also Mhm. wenn man dieses Gefühl hat, okay, ich habe das jetzt nicht ausgerechnet, ich bin keine Tontechnikerin zum Beispiel, ich kann das nicht, ich kann da nicht von einem theoretischen Hintergrund gucken, aber ich mag das Ja. mit dem Gefühl des Abstands zu arbeiten. Wenn ich Mhm. manchmal das Mhm. Gefühl habe, okay, jetzt fängt es das so auf, wie der großflächigste Resonanzraum oder der, den man dann irgendwie, der sich richtig anfühlt, dabei Mhm. herauskommt. Und das kann auch manchmal wechselhaft sein und keine, also für audiophile Leute wahrscheinlich eine Katastrophe sein, wenn es, also wenn sie da eben anders drauf schauen. Aber für mich ist das auch eine dynamische Beziehung, die man zum Mikrofon hat, wo dann auch interessant ist, was kommt wie dabei raus. Und ja, also ich mag das da, wenn das in manchen Situationen sehr empfindlich ist und in anderen wiederum nicht, wo man halt nicht die ganze Zeit sich darauf konzentrieren kann. Aber Sprechen ist auch ein Tanz. Also ich finde, Ja. Sprechen oder Ja. Singen mit dem Mikrofon ist ist eine eigene Interaktion, als würde es leben und selbst hören. Ja. Das übersetzende Da, Hören, nee, ist es doch am Ende ja. nicht. Da könntest du bestimmt auch wieder eine Folge von Weg des Scheiterns machen, ne? Das Scheitern der Beziehung zum Mikrofon. Ja, wenn es Ja. übersteuert, dann, Ja. dann wollte man zu laut sein vielleicht. Oder man Ja. dachte, es wird Ja. besser, wenn man Hm. mehr zu hören ist. Manchmal ist das nicht so.
Oft hm, sind die hm. Situationen, in denen auch das Mikro streikt oder sowas und sich Ja, meldet und vielleicht eine Rückkopplung erzeugt oder so. Das sind ganz ja. interessante, so Blitzeinschläge. Hm, hm, Da weiß man hm, wieder, hm. was da eigentlich in so einem Raum passiert, auch bei so einem Soundcheck vielleicht von einem Konzert. Das ist eine Ja, wichtige Arbeit, wo man sich an den richtigen Zustand der Technik, wie die steht, wie die aufgedreht ist, herantastet. Und da ist die Arbeit mit den Leuten, die das machen, auch ja. total schön, finde ich. Wenn man das, ja, also wenn es nicht nur um den Auftritt geht, sondern auch um das, wir arbeiten hier Hm, zusammen an hm, der hm, richtigen hm. Ah, du Situation. hast ja auch Konzerte gemacht. Ja, verstehe. Ja, Nicht viele, aber so ja, die paar ja, Situationen fand ich ja, bemerkenswert, ja, weil das, ja. weil das einfach das Hm, Drumherum um so ein Gig oder so, also die Bühnensituation, das Drumherum ist oft fast ein bisschen hm. interessanter. Ja, Das ist eigentlich das Vorbereiten, das Feiern, das ja, Ausstöpseln und danach halt irgendwie wieder runterkommen. Das sind interessante Prozesse, die man halt ja, als Publikum oft gar nicht mitbekommt, je nachdem, wie groß so ein Konzert ist. Und da wirst du ja rausgeschickt, bevor der interessante Teil des Abbaus passiert. ja. Aber das sind spannende Phasen, die, die eine andere Konzentration erfordern als der Moment, in dem man das vorträgt. Das ist nochmal eine andere, Hm, ist wirklich hm, eine andere hm, Sphäre. hm. Die Interaktion mit den Leuten, mit dem Raum davor und danach und die Interaktion halt in dem Moment mit dem Publikum. Völlig andere Welt, finde ich jedenfalls. Hm, hm, Aber ich weiß nicht, wie hm. das andere erleben. Also, so war es für mich. Ja, 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 ja. Eine Sache, die bei mir hängen geblieben ist, eines deiner alten Videos, wo du über das Scheitern von Beziehungen sprichst, ne? Hm. Und du sagtest in einem Satz, wenn es nicht hinhaut oder wenn es nicht hingehauen hat. Und da wurde mir zum ersten Mal bewusst, dass dieses Wort hinhauen ja eigentlich recht seltsam Ja, auch in gewisser Weise ist, eine hinhauen. Ne? Eigentlich ist das, was man in der Beziehung am wenigsten haben will. Ne? Also hinhauen, das könnte ja auch ein Grund sein, weshalb es gescheitert ist. Ne? Warum sagen wir, dass es hinhaut in einer Beziehung? Und das hat einen positiven Klang. Andererseits, du sprachst auch von dem Donnerschlag, ne? Und dass man irgendwie dann plötzlich zurückkommt. Ne? Und das ist ja auch eine Form von Hinhauen, wenn plötzlich der Himmel hinhaut, sozusagen. Ne? ja, stimmt. Also ich dachte eben, als du es nochmal sagtest, ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht, als dieses Wort halt irgendwie ähm, Hm. durchkam. Aber hinhauen bedeutet ja auch sich schlafen legen. Also, Ah, so, ja, sich genau, aufs das Ohr auch, hauen. ja, Also, ja, und ich dachte manchmal, ich weiß nicht, ob du das auch so kennst, aber manchmal, wenn Menschen aufeinandertreffen, wenn Menschen, könnte auch sagen, zusammengeführt werden durch das Leben, also aufeinandertreffen ja, und das ja, Gefühl haben, okay, hier ist auch kein, das können wir nicht umgehen, das kann ich nicht wegrationalisieren, das ist irgendwie eine Begegnung, die etwas Wichtiges ist. ja, Vielleicht wird man halt nicht, vielleicht geht es nicht darum, dass man das selber macht, sondern hm, dass das Leben die Leute aneinander haut. hm, Weißt du? hm, hm, ja, ja, Und dann ja. geht was auf zwischen denen. Ja, das erinnert wieder an den Blitzschlag, ne? Ja. Oder wie das Ei, das du in die Pfanne schlägst. Wenn sich das Äußere öffnet und das Innere zum Vorschein kommt. Ja, 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 Aber schön, dass du darauf so hin, also das sind so, das ist ja selbst ein Donnerschlag, wenn dir so ein Wort auffällt und du dann hm, hm, sagst, das ist aber komisch, also das ist aber irritierend, dass wir das so selbstverständlich benutzen. Aber was sagt hm, uns das denn? hm, Da hm, hast du eine Begegnung oder eine Beziehung mit dem Wort. ja, ja. Ja, auch interessant fand ich dein Video über die Schaumschlägerei und die Schleimerei. Und da gab es diese Stelle, da ging es darum, Komplimente machen, ne? Und ähm, viele von diesen Komplimenten, es geht ja um Oberflächlichkeiten, ne? Hey, du, deine neue Frisur ist ja toll, ne? Du siehst wieder so gut aus, ich mag deine Hose, ich mag das T-Shirt, das du hast, ne?
Und manche von uns, und ich gehöre dazu, ne, die sagen, hey, ne, also ich möchte doch nicht meine Zeit mit solchem Smalltalk verplempern, ne, also ähm, aber, und das fand ich dann interessant, als du so weitergesponnen hast, ne, dass man damit sich auch eigentlich irgendwie ein bisschen nicht eine Möglichkeit vergibt oder nicht nur das. Es ist so wie, du nimmst eine Hand, die dir ausgestreckt wird, nicht an, sozusagen, ne? Ähm, ähm, Das war mir so nie bewusst, ne? Wenn jemand sagt, hey, du hast ein tolles T-Shirt, ne? Und ich sage dann, lass uns mal jetzt zum Punkt kommen, ne? Statt zu sagen, ja, und ich mag dein Kleid heute, ne? Dass da eigentlich sehr viel verloren geht. Und ich habe mich so viel entschuldigt wegen dem Buddhas Geburtstag. Ich war eine Stunde zu spät, aber es tut mir immer noch leid. Ne? Du saßt da und hattest die schönen Tulpen vor dir. Ne? Du hattest den weißen Elefanten. Du hast so viel vorbereitet und ich würdige das mit keinem Wort. Du, hast, du sitzt da eine Stunde mit den Blumen vor dir und fragst dich, ne, wann kommt dieser alte weiße Typ da an, ne, und dann komme ich, ne. Lass uns jetzt mal gleich zum Thema kommen. Das ist mir gar Es nicht tut, aufgefallen, dass du da nichts zu gesagt hast. also die Blumen, ich merkte zwar, da stehen Blumen, das hat wahrscheinlich was mit Hanamatsuri, dem Blumenfest, zu tun, aber ich habe sie mit keinem Wort gewürdigt, ne, und es tut mir immer noch ein bisschen leid, obwohl du natürlich sagst, du musst dich nicht entschuldigen und das ist mir klar, ne? Ich Aber sag dir was, ich hatte sogar Blumen auf dem Kleid. Aber, also das war, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, jetzt wo du sagst. Das äh, war eine andere, das ist was anderes. In dem Moment, als du dann da warst, ja, habe ich gemerkt, dass ich dankbar für die Stunde war. Die Stunde war gut zu haben. Also für mich war mm, das eine erzwungene Wartezeit im Grunde oder eine erzwungene Lehrzeit, die mir, haben wir ja schon drüber gesprochen, die sehr mm, sinnvoll war. Und in dem Moment, wo du dann mm, da warst, habe ich mich einfach mm, gefreut, dass du da warst. Und mm, also das, mm, ich hatte keinen, ich hatte da gar keinen Groll, das war, aber es ist, jetzt wo du sagst, das tut dir noch immer leid und dass man dann, also dass du da noch dran hängst, das kann ich dir natürlich nicht nehmen. Ich kann so mm, viel sagen, ist mm, nicht mm, schlimm, wie ich will. Das Interessante ist mm, ja, was mm, in dir passiert. Und mm, ich habe auch ja, sowas, wo mir im Nachhinein jetzt auch im Gespräch mit dir, aber auch im Gespräch mit Boris auffällt, oh Gott, was habe ich denn mm, da gemacht? Da ist mir einfach mm, nochmal so richtig klar geworden, wie lange ich manchmal rede. Ich rede ja wirklich mhm, manchmal ewig lange und verliere mich irgendwie in meinen Schlaufen. mm, Und es ist so, weißt du, es gibt zwei Seiten davon. Einerseits guckt man das manchmal später und denkt so, oh Gott, der andere leidet. Und das ist nur noch ein Aushalten irgendwie. Und es ist ja gar kein Gespräch mehr, sondern nur noch ein Monolog. Und ein Teil weiß aber auch, aber ich hatte Bock. Ich hatte Bock so, ich wollte das. Ich wollte mich mal richtig ausbreiten. Das ist eben ambivalent. Und ich glaube auch im zu spät kommen, also im mm, Zulassen, mm, dass mm, einem ein mm, kleines Malheur passiert. ja, Da zeigt sich auch eine tiefe Entspannung, finde mm, ich. mm, Es mm, zeigen sich oft mm, zwei Seiten in den Dingen, wo etwas nicht hinhaut, quasi. Also nicht auf einen Schlag zusammenfällt. Ähm, ja, was, was vielleicht beides geehrt gehört. Also mm, der Wunsch, mm, es für den anderen auch angenehm, also für den anderen angenehm zu sein, indem man sich irgendwie anpasst. Und mm, gleichzeitig der Wunsch oder auch dass man sich so gehen lässt ein bisschen, mm, ist für mich eigentlich Zeugnis einer Entspannung, Zeugnis davon, dass man eben nicht unter Anspannung ständig die Uhr kontrolliert hat und irgendwie sowas. Also ja, eigentlich auch ja. was Schönes, was darin liegt. Weißt du, was ich meine? Mm, ich weiß jetzt nicht, ob ich sagen kann, genau, ich weiß ganz genau, was du sagst, ne, aber ich glaube schon, ich glaube schon, dass ich es einigermaßen erahne, ne?
Und jetzt, also was dein Feedback angeht, du hast die Videos angeguckt, dir ist aufgefallen, wie viel du redest. Also ich genieße das, ne? Ich genieße das, wenn ich mal nicht reden muss. Ich meine, ich bin ja schon fast täglich auf YouTube zu hören, ne, wie ich da rede, Mhm. allein auf die Kamera zu, ne? Ich genieße das, wenn ich jemand zuhören kann, zuhören darf, ne? Ich hatte eher so beim Boris das Gefühl, der will auch reden. Ja, ich weiß. Dass der eben vielleicht manchmal so irgendwie den Mund halten musste, ne? Ähm, mh. Aber vielleicht geht es mir auch so, aber nee, also ich kann mich an keine Stelle erinnern, wo ich das Gefühl hatte, jetzt während dieser 3 Stunden oder so, manchmal hatten wir am Anfang 3 Stunden, ne? Jetzt lass mich endlich auch mal reden, ne? Sondern Mhm. ich war immer froh, ne? Und wenn du, wie eben, ne, verstehst du, was ich sage, ne? Dann, wenn ich dann plötzlich auch wieder was sagen muss, dann bin ich fast schon in Verlegenheit. Oh je, oh je, jetzt muss ich wieder was sagen. Meinetwegen kannst du gerne 2, 3 Stunden am Stück reden, ne? Das ist gut zu wissen. Ich habe das halt mit diesem Blick nochmal gesehen und ich Ja. war die ganze Zeit so, oh Gott. Und nach dieser Phase, wo man sich wahnsinnig dafür schämt, dass man sich so ausbreitet, ähm, Hm. ist mir was anderes eingefallen. Ich dachte, vielleicht ist das auch eine Lehre. Also vielleicht ist das eine unbewusste Lehre. Der andere lernt Mhm. aushalten und die Erlösung tritt dann ein, wenn ich endlich aufhöre zu reden. Mhm. Also es kann ja sein. Ähm, Und wo verortest du da die Lehre? in Also dem Lehre mit Kampf, den Doppel-E, der ne? andere mit sich selber führt, zwischen Höflichkeit und Aha. Wille und Ja. Lebensäußerung. Und dann Aber feststellt, dieser vielleicht er Kampf hätte ist doch mich. nicht Lehre. Hm? Dieser Kampf ist doch keine Lehre, oder? Also ist von mir nicht bewusst, aber ich kann mir vorstellen, dass das ähm, Hm. eine Situation ist, in der man einen inneren Konflikt merkt, Ja, vielleicht. ja, ja. Ähm, und dieser Konflikt weist ja auf etwas hin. Und da sind wir auch natürlich wieder bei diesem, ähm, ich bin zu spät gekommen und ich stelle mir immer noch die Hm. Frage, Hm. ob das schlimm war. Oder ich, du sagst jetzt, es ist gar kein Problem, wenn du so lange redest. Und ich denke aber, nein, das geht doch nicht. Und was ist das eigentlich für eine Konfliktlinie, an der Hm. das Bedürfnis halt einfach sich gehen zu lassen und sich einfach nicht darauf zu konzentrieren, wie verhalte ich mich richtig, mit dem Hm. Hm. Risiko, es Hm. falsch zu machen, aber das Risiko gar nicht so zu bedenken, also sich Ja, verlieren ja, oder sich ja, geschehen lassen. ja. Ähm, worauf trifft das? Was ist das für eine Konfliktlinie, an der beide Seiten zusammentreffen? Ist auch interessant, Hm. Hm. diese Hm. Hm. ambivalenten Kräfte in sich wahrzunehmen. Und das ist oft an diesen Stellen, wenn es zu harmonisch ist, dann Hm. kriegen wir das nicht mit, so wie ich das halt nicht mitbekommen habe, irgendwie in unserem Gespräch, in unserem letzten zum Beispiel, wo ich gestern nochmal Mhm. reingeschaut habe und geguckt habe, mache ich das beim Muho auch, dass ich so über den drüber rede die ganze Zeit, der will die ganze Zeit, meldet sich die ganze Zeit und ich mache einfach weiter. Das ist ja auch eine Form von Gewalt, könnte man sagen. Hm. Und dann ist mir aufgefallen, oh Gott, du hältst ja richtig was aus. Das hört ja gar nicht auf. Ich So höre habe ja ich gar das nicht. nie empfunden. So habe ich das nie empfunden, ne? Nee, ne? Also was manchmal passiert, ne? Auch in den Gesprächen mit Boris, aber das war auch im Gespräch mit dir mal der Fall, ne? Dass ich weiß, meine Frau macht gerade das Mittagessen und Hm. in einer halben Stunde wird sie da auf mich warten, aber ich würde jetzt noch ewig lang mit dir reden können und du bist auch gerade so in einem Redefluss, ne? Hm. Und ich will jetzt meine Frau nicht warten lassen, aber ich Ja, will auch jetzt dir nicht sagen, ich habe jetzt keine Zeit mehr, ne? ja. Das ist schon mal vorgekommen. Das ist mir auch schon mit Boris manchmal so gegangen, ne? Dass ich das Gefühl habe, ja, der hat viel zu erzählen und das ist ja auch ganz interessant, aber eigentlich müsste ich jetzt Abendessen für meinen Sohn machen und er Hm. wartet schon drauf. Ähm, aber nee, ne? Also bei dem letzten Gespräch an Buddhas Geburtstag, es war eher so, dass ich selbst nach 2 Stunden immer noch nicht loslassen konnte. Wie konnte ich da nur vergessen, dass jetzt Sommerzeit ist in Deutschland und dass das Hm. alles eine Stunde vorher ist, ne? Ich habe dir ja dann auch den Link zu diesem Mano Negra Song
geschickt, ne, Out Ja. of Time Man, wo ich ja das Gefühl, da hat sich vielleicht einer ähnlich gefühlt. Das ist, er wollte eigentlich pünktlich da sein, aber hat es irgendwie nicht geschafft. Und selbst Tage hinterher macht er sich noch Vorwürfe. Nee, aber Hm. dass du zu viel redest, sonst hätte ich dich nicht gefragt, ob wir ein Gespräch führen können. Ne? Und ich glaube, beim Boris ist es ähnlich. Ne? Also, ähm, du willst ja nicht ein Gespräch mit jemand führen, um dich selber reden zu hören. Ne? Sonst, das kann ich auch so. Ne? Das ist eine, also das, was du jetzt gerade zuletzt gesagt hast, ähm, verbindet sich mit einer Frage, die ich vorhin schon hatte, also die mir Hm. vorhin schon in den Sinn gekommen ist. Was, wenn du das beantworten möchtest, Mhm. was ist, was ist dein Gefühl oder was ist dein Grund, dein Motiv? Es war komisch, danach Hm. Gründe zu fragen, aber warum Hm. sprichst du mit Leuten? Was ist das für dich? Warum? Also ich bin ja eigentlich nicht so der Kommunikator, ne? Ich bin nicht jemand, der irgendwie einen Freund anruft und sagt, lass uns treffen gehen, lass uns ins Café gehen und mal quatschen, klönen oder was auch immer, ne? Ähm, aber zum Teil kommen die Leute auf mich zu, also bei der Dunja und beim Boris, da waren es die beiden, die jeweils mich erstmal angesprochen haben, hey, hättest du Lust, Hm. dass wir uns mal treffen, ne, und vielleicht was machen für YouTube. Ne? Aber bei dir war es ich, ne? Bei anderen, da bin ich das gewesen, der gesagt hat, ne, hättest du nicht mehr Lust. Der Guru Viking, ne, auf den bin ich Hm. auch selber von mir aus zugegangen, ne? Hab den entdeckt durch Zufall und gesagt, wow, das ist ein super Podcast. Ich will auch mal mit ihm sprechen dürfen, ne? Also das kommt auch vor, ne? Und das sind dann einfach Leute, wo ich das Gefühl habe, wow, ne, da das irgendwie vielleicht eine Seelenverwandtschaft oder das, was ich überhaupt nicht habe, ne? Ähm, ja, also wie war es bei der Cosima? Da war dieser Alex. Ich bin zuerst auf die Cosima aufmerksam geworden. Da hatte sie noch, was weiß ich, erst 70 Follower oder so, ne? Da dachte ich auch, ne? Wahnsinnsfrau, ne? Und interessante Frau, interessante Geschichte, Ja. mit der würde ich mich gerne austauschen. Und ein paar Wochen später unterhielt sie sich mit diesem Alex, einem Psychotherapeuten, der auch so ein bisschen aus der non-dualen Ecke kommt. Mhm. Und ich glaube, ne, also ich als alter weißer Mann, ne, ich kann doch so eine junge, attraktive, blonde Frau nicht einfach anquatschen und fragen, wollen wir mal ein Interview machen. Aber beim Alex, da fühlte ich, das geht, das ist okay. Ne? Also fragte ich erstmal den Alex, können wir ein Interview machen? Und er sagte, ja, super. Ne? Und ich glaube, dann fragte ich den Alex, würde die Cosima vielleicht auch mit mir sprechen? Und das hat sich dann so entwickelt, ne, dass ich auch mit der Cosima ein paar Gespräche geführt habe. Und bei dir war das dann auch so, ne? Also wie gesagt, bevor dein Kanal zum ersten Mal offline gegangen ist, ne, da war irgendein Kommentar bei mir auf meinem Kanal und ich klickte da Weg des Scheiterns. Das klingt irgendwie Wahnsinn, ne? Weg des Scheiterns. Das hat irgendwie das hat mich angezogen und dann fand ich auch deine Videos toll, ne, aber dann warst du irgendwie plötzlich weg. Und dann warst du wieder da, ne, und dann sagte ich jetzt, bevor du wieder weg bist, ne, bevor du wieder weg bist, ich muss mit dir sprechen, beziehungsweise da war ja auch schon der Björn, ne? Auch okay, wenn der Björn sich mit der Nina unterhalten darf, dann darf ich das auch. Ne? Das ist ja witzig. Wenn der Björn das darf, dann will ich das aber auch. Irgendwie, also ja, ich hänge total an diesem, dass du dich jetzt zweimal schon als alten weißen Mann bezeichnet hast, wo ich irgendwie denke, Hm, hm, da habe ich nicht ein einziges Mal drüber nachgedacht. Das hm, ist fast das ist, jetzt gerade in meinem Gefühl, das ist ein Wort, oder eine hm, Beschreibung für irgendein Phänomen oder etwas, wie wir das hm, kulturell wahrnehmen oder wie sich Leute auf ja, irgendwas einigen oder darum kreisen, hm, was ich gerade total auffällig finde, nicht weil du das gesagt hast, sondern weil es hm, in meinem Erleben überhaupt nichts aussagt über hm, mein Gefühl, dass
du mich hm, kontaktiert hast oder dass wir sprechen oder wie das hm, dann ist, hm, wenn wir hm, sprechen. Ich weiß nicht, hm. Nee, ich habe das keinen freut Zugriff mich. darauf, das so zu sehen oder dich so zu sehen. Das freut mich, dass das so ist, ne? Und wahrscheinlich ist das bei vielen so wie bei dir, ne? Dass du nicht in solchen Kategorien denkst, aber es ist trotzdem eben eine Kategorie, die man ab und zu mal, ne? Von Zeit zu Zeit an den Kopf geworfen bekommt. Und manchmal sitzt es dann halt auch, ne? Und Hm. ähm, wenn ich jetzt dieses Wort verwendet habe, dann vielleicht auch so ein bisschen so die beleidigte Leberwurst. Ne? Also bevor du mich oder irgendjemand von den Zuschauern sagt, das ist mal wieder der alte weiße Mann, dann sage ich das Wort selber sozusagen. Ne? Hm. Wenn ich es als erstes sozusagen auf den Tisch bringe, dann muss ich nicht verletzt sein, wenn es irgendjemand anders hinterher noch sagt. Ne? Ja, das kenne ich auch mit Also anderen das ist so ein Sachen. bisschen auch so, ja, so die Angst, ne, so gesehen zu werden, auch wenn ich bei dir diese Angst nicht habe. Ne, da ist so ein bisschen vielleicht so beleidigte Leberwurst und in den 80ern aufgewachsen, als Männlichkeit out war, ne, und heute vielleicht zum Teil auch in manchen Kreisen. Ne. Oh, Das ist natürlich ein heikles Thema oder ja, ein Thema, wo viele Kontraktionen sind, glaube ich, in ja, den Menschen, aber ja, auch zwischen den Menschen. ja, Aber die Frage, ob das eine Rolle spielt, ähm, ja. welche Geschlechter oder Gender miteinander zum Beispiel sprechen, Mm, mm, das mm, finde ich auch eine interessante, weil ich mm, zumindest nicht bewusst, also bewusst beschäftigt das mich nicht besonders, auch nicht mm, im mm, Alltag. mm, Wer mm. da jetzt vor mir steht und wie dieser Mensch sich identifiziert oder sowas, das ist für mich eine Ja, extrem zweitrangige oder noch viel späterrangige Frage. Es sei denn, den Menschen beschäftigt ist und er bringt es halt ein. Aber ich ja, glaube, dann ist es etwas, was auf einen Konflikt zeigt oder auf einen möglichen Konflikt in der Interaktion. Und den mhm, stelle ich erstmal nicht mm, auf. Aber ich mm, weiß, dass es viele Menschen sehr beschäftigt. Und mm, 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 dass es auch viel bestimmt in der Frage, wer mm. setzt sich mit wem auseinander, wer verbindet sich mit wem und wer tut das nicht. Also dass da viel auch natürlich sich gruppiert. Ähm, Mm, Da mm, habe ich manchmal ein bisschen das Gefühl, also nicht alleine zu sein, aber ähm, dass es weniger Menschen gibt, die das tatsächlich überhaupt nicht besonders interessiert. mm, Und mm, mm, mm. wenn man mit Menschen, also mit allen möglichen Menschen interagiert, ist das für mich immer so ähm, ein Versuch daran vorbeizukommen, also jetzt nicht zum anderen durchzukommen, aber dieses, okay, können wir das für den Moment unseres Mm, Aufeinandertreffens einklammern, mm, als was wir uns identifizieren? Weil mm, einfach, mm, mm, also ich sage das jetzt mal so, ähm, mm, so brutal, deine Identität, dein Personenstand, ne, also sofern es dich nicht bewegt und berührt und das bedeutet, dass du deine Geschichte einbringst und die halt präsent ist. Aber wie ich das sehen könnte, was so Personenstandsfragen betrifft, es ist das Letzte, was mich interessiert. Also es ist das, wo ich immer denke, daran vorbei oder das, also dahin hindurch zusammen mm, was herstellen, quasi die Hand durch diese Grenzen reichen und sagen, okay, mm, wir sind doch mm, jetzt nicht dafür da, um uns die Definition oder die Selbstdefinition, die Bilder noch mehr einzufrieren und das irgendwie zu verhärten. Also es ist immer der Teil, der mich am allerwenigsten interessiert, wenn man auch auf neue Leute trifft. mm, Ähm, mm, mm. Sofern es halt kein neues Gespräch erzeugt. Aber es ist oft, das sind so die ersten Fragen, die man einander stellt. Und so wie du das eben Was sind die gesagt hast, ersten Fragen, die man einander stellt? Was sind das? was arbeitest du, bist du verheiratet, wo Ah, kommst du mm, her, ja. sowas. Und ich mag Also das. Ja. mm, Nee, erzähl du. was ich total interessant war diese Interaktion in deinem zweiten Gespräch, wo du dann auf dem Balkon saßt mit dem Boris. Wahrscheinlich war am Anfang noch gar nicht geplant, ne, ob wir das dann ins Internet stellen oder nicht, aber ich nehme das mal auf, ne? Denn da fragt er dich gleich als erstes, wie alt bist du eigentlich? Mhm. Und interessant für mich, weil zum einen
das wollte ich vielleicht auch immer fragen, ne? Aber darf ich das fragen? Das ist wieder diese alte, darf ein alter weißer Mann denn eine Frau nach ihrem Alter fragen? Ne? Und obwohl du jetzt sagst, ne, ich denke gar nicht in den Kategorien, du sagtest in dem Moment, da muss ich erstmal nachrechnen, ich hole mir jetzt was zu trinken. Ne? Dann Ja. kamst du aber zurück, ne? Und sagtest 36, ne? Ähm, also da in solchen Momenten, ne, also wenn das jetzt ein Mann gewesen wäre, Mhm. ich hätte da überhaupt keine Probleme, den zu fragen, auch wenn die Kamera läuft, ne? Wie alt bist du eigentlich, ne? Während bei dir, ich hätte mir das nicht getraut, ne? Das ist ja interessant. Warum denn nicht? Auch wenn da die Aufnahme läuft, ne? Weil das, Die Aufnahme läuft, ne? Und wenn du dann sagst 36, dann ist ja auch immer die Frage, wie reagiert man, ne? Und Boris sagte, du siehst aber viel jünger aus, ne? Aber für mein Gefühl, ne? Wenn du 48 gesagt hättest, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, oh, du siehst jünger aus. Aber bei 36 könnte es auch die Anfang sieht ja viel 40 sein, älter hätte aus. ich was. Was so jung? Ich dachte mir in dem Moment, was so jung, ne? Aber darf ich das sagen? Also jetzt sage ich es vor der Kamera, ne? Aber Dass ich älter aussehe, als ich bin. dass ich überrascht war, als ich 36 hörte. Du sagtest ja auch selber, du hast dich schon immer irgendwie alt gefühlt, wie so, du warst immer in diesem Oma-Modus. Und Mhm. irgendwie hat deine Stimme auch dieses, also ich hätte mir gewünscht, ich hätte eine Oma wie du gehabt, die dann am Bett sitzt und mir was vorliest. Ne? Also, ähm, wenn ich dir zuhöre, dann höre ich keine junge Frau, ne? Sondern ich höre irgendwie eine reife Frau, fast schon eine Oma, ne? Das ist Du aber siehst natürlich sehr nicht aus wie eine freundlich Oma, ne? von Ihnen. Ich dachte, du hättest das so gesagt. Ich wollte dich eigentlich nur bestätigen. Ja, aber das ist schön. Also ich finde, das ist eigentlich auch ein Kompliment. Also ich empfinde das als Kompliment, wo du es ja eben auch mit dem Hm, Kompliment reingebracht hast, hm, ähm, wenn du das sagst, weil das ist etwas, was ich zum Beispiel auch als was Schönes empfinde. Also ich empfinde es was Schönes, wenn es mir umgekehrt mit anderen Menschen so geht. ja, Ähm, Warum eigentlich? Es wäre auch noch mal eine interessante Frage. Warum ist das was Angenehmes, wenn man das Gefühl hm, hat, jemand hm, hat viel, also eine Oma-Stimme oder den Oma-Vibe? ja, ja, Was ist das hm, überhaupt? hm, Warum hm, beruhigt uns das oder sowas? hm, hm, Ähm, aber was ich schön finde, ist, dass ich darin höre, dass du sagst, okay, das ist für mich irgendwas Angenehmes, irgendwas ja, schenkt total, mir ja, das, dieser Eindruck. total, ja. Und vielleicht auch, weil es, also jetzt so ganz basal gesponnen, weil es signalisiert, ich empfinde Friedlichkeit. Es ist nichts Was Störendes. bedeutet das Wort basal eigentlich? Für mich, also Das an der kommt auch auf mal Basis heißt es für mich. an der Basis. Okay, Also ohne, basal gesponnen. ja, Also fundamental ist dasselbe oder was anderes? Basal. vielleicht, weiß ich nicht genau. Ich benutze das Wort häufig, auch Grundlegend. wenn ich mich selten frage, ob ich das richtig verwende. Es kommt manchmal in meiner Kommentarspalte vor und ich frage mich dann immer, was ist eigentlich basal, aber ich habe es noch nie Ja. gegoogelt. Man könnte, glaube ich, sagen, so basale Instinkte oder basale, ja, Also wie im Englischen Basic dann, ne? Basic vielleicht. Instincts. Ja. Aha, okay. Basic. Wobei Basal. Fundament ja eher darauf hinweist, also was ist der Boden, auf dem etwas gebaut wird. Also das ist ja vielleicht auch so Mhm. interessanter, was es bedeutet für das Aufrichten. Und basal ist, Mhm. glaube ich, eher Mhm. runterkommen, Und hinhauen. wäre ursprünglich ein Synonym dafür? Könnte sein. Ich würde sagen Ursprünglich. nein. Also ich würde sagen, da Nein. unterscheidet sich was. Aber das Aha. hat vielleicht auch Aha. nur mit dem Gebrauch zu tun, den man sich so angewöhnt hat. Basal. Okay, aber sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Das macht nichts. Das ist ja interessant. Da haben wir einen neuen Wirbel und von dem aus müssen wir jetzt wieder neu gucken. Ja. Also ich finde das witzig. Ich habe das gar nicht so. Also ich habe deinen Hm. Konflikt nicht mitbekommen, den du vielleicht hattest, bevor du auf mich zugekommen bist. Ähm, Hm, 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 hm. Habe ich gar nicht mitbekommen. Habe ich gar nicht. Also ich habe gedacht, das ist halt einfach der Muhu und äh, der macht ein Angebot und der streckt die Hand aus und ich nehme sie sehr gerne. Und das ist Hm, total hm, freundlich und ich finde es selber super interessant und ich habe keine Ahnung, äh, was davon zu erwarten ist, wenn wir miteinander sprechen. Und ich genieße das hm, aber total. Also ich genieße es total. hm, Auch das Gefühl, hm, viel von dir jetzt zu lernen
oder an hm, dem Gespräch, an der Art des Gesprächs und an allem drumherum auch zu lernen. hm, Nicht nur hm, technische Sachen, wie man mit Zoom umgeht, sondern auch ähm, in dem, wenn du einen Song schickst zum Beispiel. hm, 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 Das sind ja alles, also es sind alles Äußerungen und das ist, also für mich ist das eine schöne und sehr befreite Form des Kontaktes. hm, hm, Oder vieles, was sich auffächert. hm, So viel kann ich auf jeden Fall. Das habe ich aber sofort gemerkt. hm, hm, Schon in hm. der ersten Mail. Es ist okay. Musst dir nicht so viele Gedanken machen, musst dir keine Fragen dazu stellen, ob du da jetzt gut wegkommst oder sowas, sondern das war wirklich Hm, sehr offen. hm, Passt hm. natürlich auch gut Ja. zu deinem Namen. Hm. Ist die Angst denn weg? Vielleicht habe ich das eben auch so ein bisschen übertrieben, ne? Also eine große Angst war da nicht. Im schlimmsten Fall sagst du, hab keine Lust, ne? Oder oh, Hm. ist nicht mein Ding, was du da machst, ne? Wir sind da auf ganz verschiedenen Schienen und ich wünsche dir alles Gute, ne? Aber Ja. ich mache mein Ding, ne? Das hatte ich kann mich nur an einmal erinnern, ne? Das war eine männliche Person, da habe ich den auch angeschrieben, ne? Hey, das, was du da machst, sieht interessant aus, wollen wir nicht mal ein Gespräch machen? Und er sagte, nö. Ne? Ja. Und das hat mich jetzt nicht groß verletzt, sondern eher auch Respekt, dass das jemand so klar sagen kann. Ne? Also Hm. ähm, dessen Kanal war sehr viel kleiner als meiner. Ne? Und ähm, das ist auch so ein bisschen, was ein Faktor ist. Ne? Wenn ich jemanden frage, hättest du Lust auf ein Gespräch und der hat mehr Follower als ich, dann zögere ich eher. Darf ich das überhaupt sozusagen? Ne? Während wenn das ein eher kleiner Kanal ist, dann habe ich weniger Hemmung, ne? Aber dann eben der Respekt, wenn jemand sagt, er hat nur einen kleinen Kanal und er sagt, ich will gar nicht die Aufmerksamkeit, ich will gar nicht mit einem Typen wie dir unterhalten, ne? Selbst wenn ich dann vielleicht ein paar mehr Klicks kriegen würde, ne? Ähm, brauche ich jetzt nicht, ne? Und so sehr verletzt mich das dann auch nicht. Ne? Aber es ist dann doch ein bisschen, dann fragt mich sich, aber warum eigentlich? Ne? Was stimmt jetzt nicht bei mir sozusagen? Ne? Was habe ich nicht richtig gemacht? Also Hm. der Boris und du, ihr habt ja auch so ein bisschen drüber gesprochen. Ich glaube, du warst erkältet, als er dich das erste Mal angesprochen hat. Ne? Und Ja, dann ja. beim nächsten Mal hast du ihn dann angeschrieben und da war dann vielleicht auch so ein bisschen Zögern. Und was, wenn er jetzt sagt, nö, ist nicht mehr. Ne? Ja, total. Da sprichst du was an. Aber es, aber es Hm? war jetzt nicht so, dass ich dann irgendwie schlaflose Nächte gehabt hätte, bevor ich dir die Mail geschrieben habe oder so, ne, sondern nee, ne, aber hinterher, da sagte mir ja auch die Dunja, mit der ich mich jede Woche treffe, ne, Hm. ich bin eifersüchtig, ne, ich war eifersüchtig, als ich dich da gesehen habe, ne. Das war auch tatsächlich schon bevor sie mir das gesagt hat, dachte ich mir, vielleicht ist die Dunja ja eifersüchtig, denn ich verstehe mich ja auch total gut mit der Dunja, ne, und mit der Hm. mache ich das jetzt schon 2 Jahre und jetzt plötzlich angle ich mir da eine neue sozusagen. Ne? Ah, Ist das nicht so ein Seitensprung, den ich hier begehe irgendwie, ne? Also ein bisschen Gedanken habe ich mir schon gemacht, ne, aber es wäre jetzt übertrieben, dass ich da wirklich dann groß hin und her überlegt habe, ne, sondern ich bin ja kein intuitiver Typ, der seinem Bauch folgt, aber in dem Fall habe ich dann einfach die Mail rausgeschrieben, ne, hättest du nicht mal Lust auf ein Gespräch? hm. Ja, das ist, also, ich finde das wahnsinnig spannend, dass sich gerade diese, ich nenne es immer noch so Kontraktionslinien oder ne, also leichte Konfliktlinien, die, weil sie Ja, nicht so übermächtig sind, dadurch umso sichtbarer werden. ja, Ob das jetzt die Frage mit der Eifersucht ist. Ich habe die Folge auch gesehen und ich dachte so, warum denn auf mich? Das ist, also, und ich habe halt irgendwie auch einfach gedacht, ich fand das witzig, weil ihr einfach daran etwas zeigt. Also es ist halt eine kleine, hm, also hm, vielleicht eine hm, präsente, aber also nicht besonders wahrscheinlich bedeutungsvolle Empfindung in dem Moment, aber man kann die ja nehmen, so wie das in dem ja, Gespräch mit Boris beim letzten Mal auch so. Wir haben das hochgepegelt und ein bisschen übertrieben, um daran hm, halt hm, etwas zu zeigen, um da drauf zu schauen und zu sehen, ah, ja, okay, wie Dunja das so schön sagte, das entsteht vielleicht eher da, wo Ähnlichkeiten sind. Und dann ist es vielleicht, hm, dass wir hm, im, hm, im Falle, in Bezug jetzt auf dich als Gesprächspartner, sind wir beide zum hm, Beispiel Frauen oder ja, ja, ähm, ja.
ja. Es gibt vielleicht eine Gemeinsamkeit am Interesse für Psychoanalyse, nur dass sie halt aus einer Hm. völlig anderen Perspektive schaut, nämlich als Psychoanalytikerin und ich halt als Behandelte, als ehemals Analysandin, also die eine Analyse besucht hat. Und jetzt nicht als Ja. Lehranalyse, sondern als Patientin. Hm. Ja. Aber da habe ich ja gedacht, wieso denn auf mich? Die Dunja ist doch irgendwie, die hat doch eine psychoanalytische Ausbildung. Also wenn wir jetzt so Vergleichspunkte nehmen, dann ist sie doch eine gestattete Psychoanalytikerin und ich habe gar nichts. Das Ja. fand ich witzig. Ja. Also das war natürlich auch nicht ein ernsthafter Gedanke, aber ich dachte so, also nein, Hm. doch nicht auf mich. Das ist doch Hm. absurd. Hm. Hm. Ähm, ja, und ja, es ist schön, wenn man halt verspielt mit diesen Sachen umgehen kann. Weil Ja. es Ja. Ja. ist natürlich auch unterhaltsam, glaube ich. Also gerade Eifersuchtssachen oder die Frage von Eifersucht ist sehr unterhaltsam für Leute. Ja. Ja. Und Ja. wenn man da aber im Kontakt oder in den verschiedenen Kontakten in dem Netz, was sich ja einfach erzeugt und was sich bewegt, wenn man da ein bisschen mitspielt, also spielerisch mit Hm. umgeht, nicht im Sinne von, dass man Hm. das nutzt, um jetzt irgendwie riesen Aufmerksamkeit darauf zu lenken, aber dass das halt hin und her gereicht wird. Ich glaube, da lockert man einfach auch Hm. Kulturkrämpfe, allgemeine Kulturkrämpfe auf. Und alle sind daran ein bisschen auch beteiligt. Also man nimmt auch ein bisschen so Hm. Hm. fixierte Hm. Gestalten auseinander, wenn man sich so damit bewegt oder wenn man das halt so bewegt, Hm. ohne es eben Hm. zu fixieren, um daran halt Aufmerksamkeit zu erzwingen. Das ist ein großer Hm. Unterschied, finde ich. Und deswegen fand ich das total süß, dass ihr dieses Thema, ja, dass man einfach auch da durch Lachen natürlich auch ganz viel auflockert Ja. und sich nicht Ja. schämt, Ja. dass diese Dinge in den Raum zu bringen. Dann war die Dunja Hm. Hm. eifersüchtig und das ist das, was man vielleicht sonst nicht zugeben würde. Da bist du zu spät gekommen und Hm. ich quatsche die Leute irgendwie halb tot und da gibt es halt, jeder machte irgendwas, Hm. wo Hm. man vielleicht sagen würde, oh Gott, da versinkt man im Boden und das ist, Hm. ne, man könnte Hm. sagen, ja, Hm. das ist ja grauenvoll, niemand will noch mit mir reden, wenn das da ist. Und dass das aber da ist und wir reden trotzdem weiter. Hm. Das zeigt was Schönes, finde ich. Ja. Ohne Ja. dass wir Ja. das beabsichtigen könnten. Weil Hm. das Risiko ist da. Das Wagnis, Hm. Hm. wenn du sagst, du schreibst mir eine Mail und es könnte sein, dass die sagt, ah, nee, mit dem alten weißen Mann will ich nicht reden, auch wenn ich das halt überhaupt nicht, mir das überhaupt nicht in den Sinn gekommen wäre. Ähm, Oder ne, das Wagnis, dass zum Beispiel Boris auch eingegangen ist. Ich hatte ja dann wirklich keine Zeit, also ich habe wirklich Nein gesagt, aber wir konnten das später nochmal miteinander verarbeiten. Finde ich Ja. auch witzig, dass wir jetzt auch darüber sprechen, wie diese erste Kontaktaufnahme stattfindet. Aber es ist ein Wagnis, da ist das Risiko Hm. dabei. Hm. Hm. Man hat Klar. keine Ahnung, Klar. was Hm. passiert und wie der andere auf ein ehrliches Angebot zum Gespräch reagiert. Es Hm. kann ja auch sein, dass ein Teil des Wagnisses ist, dass ich Ja sage, aber mich dann Hm. an deiner ausgestreckten Hand festklammer und sage, boah, der Hm. Muhu hat Hm. mir Hm. geschrieben und jetzt Hm. sneak ich mich Hm. da so richtig rein, dass das ne, institutionalisiert und dann, dann will ich auch wie die Dunja jede Woche reden. Es hätte ja auch sein können, dass ich dich dann versuche zu vereinnahmen. Oder also es hätte alles Mögliche sein können. Ähm, und das Spannende ist halt Hm. für mich dieser Moment von, man geht das Wagnis ein. Egal, was man für Hm. ein Typ ist, ob man ein Bauchgefühl-Typ Ja. ist oder nicht. Hm. Das Wagnis Hm. ist da und in dem Wagen liegt Hm. für mich, also dieses Wagnis trotz allem, bisschen Hm. hochgepitcht als Figur, liegt für mich eine Selbstadoption. Hm. Hm. Das war auch ein Hm. bisschen Hm. Hm. ein Hm. Begriff. Also um den jetzt nicht aufzuzwingen, aber das habe ich eben schon gedacht, da hält mich was Ja. zurück, aber ich mache es trotzdem und die Selbsterziehung oder das Strenge mit sich selbst, die ist nicht getilgt, aber Hm. gleichzeitig erlaubt man Hm. sich, Hm. gestattet man sich etwas, sich an einer anderen Stelle also sich zum anderen hin zu entspannen oder zur Situation, zur gemeinsamen Situation. Hm. Ob man zu spät kommt Hm. oder zu viel quatscht oder also kein Ende findet oder halt was anderes.
Das ist für mich eine Selbstadoption. Hm. Hm. Ja, Selbstadoption, ne, das war ein Begriff, der in unserem letzten Gespräch aufgekommen ist. Du sagtest, du hast ihn bei Sloterdijk gehört, ne? Ja. Wir haben auch ein bisschen per E-Mail hin und her so ein bisschen darüber uns unterhalten. Mir kam der Gedanke, der vermutlich falsch ist, ne, aber das vielleicht auch, weil vermutlich kommt der Begriff aus dem Lateinischen ursprünglichen, aber im Englischen spricht ja nicht nur von, was weiß ich, Kinder adoptieren, die einem eigentlich gar nicht gehören, sondern man adoptiert eine Lebenseinstellung, man adoptiert eine Meinung, ne? Und dass vielleicht das gemeint ist, dass man sich erst zu der Person macht, die man sein will, sozusagen, ne? Ähm, und ich habe dann diese Metapher verwendet, die ich oft verwende, auch in einem meiner letzten Gespräche mit dem Boris, ne, die Figur auf dem Spielbrett, mit der sich vermutlich die meisten von uns identifizieren. Die müssen gar nicht erst diese Figur adoptieren, denn das bin ich doch. Es gibt ja gar keinen anderen, ne, Ja. als den Muro, der hier heute in Osaka sitzt und sich mit der Nina ähm, unterhält. Aber, und da ist auch jetzt wieder der Bogen zum Text, den ich dir geschickt hatte, ne? Du hattest mich auf den Text von Borges, spricht man ihn, glaube ich, aus, ne? Aufmerksam gemacht. Da ging es auch um so eine chinesische Enzyklopädie. Und da schrieb ich, der kennst du den Text Borges und ich. Über den habe ich mal vor ein paar Jahren in Heidelberg einen Vortrag gehalten. Ne? Also wir fragen uns manchmal, oder was heißt wir, ne? Manche von uns fragen sich, warum bin ich eigentlich diese Person? Warum Ja. bin ich 1968 als der Olaf geboren worden? Warum sitze ich heute als Muro hier? Hätte so viele andere Möglichkeiten gegeben. Zumindest fühlt es sich manchmal so an. Warum muss das diese Person sein, diese Figur? Ja. Und irgendwie ist da so eine Zweispaltung, ob das jetzt schon pathologisch ist oder ob das eigentlich ganz natürlich ist, dass alle uns sich das manchmal fragen, weiß ich nicht. Aber da bin ich gefühlt wie eine Figur auf dem Spielbrett und da ist dieser andere, der sagt, ich bin aber nicht Muro oder ich lasse mich nicht auf den reduzieren. Ne? Das bin gar nicht ich. In seinem Text von Borges, der macht das, wie er es immer macht, ne, sehr humorvoll. Ne? Klar, der Ja. Borges, der mag auch Kaffee und der trinkt auch gerne Wein und zufällig genau den Wein, den ich auch mag. Aber bei ihm ist es irgendwie anders. Ne? Das ist nicht, er genießt den Wein nicht so wie ich. Ne? Ja. Und das war so ein bisschen das, was ich meinte. Da ist dann plötzlich die Luft raus. Ne? Also ähm, ich nur wenn ich die Welt sehe, ne, da ist da Kohlensäure sozusagen drin. Klar, wenn ich jetzt nicht der Mucho wäre, der würde zu diesem Zeitpunkt genau dieselben Worte der Nina sagen, aber es wäre irgendwie nicht dasselbe. Nur weil ich es bin, ne, hat es eine besondere Qualität. Und was ich da bei dem Sloterdijk so ein bisschen durchgehört habe, ne, ist ja diese Figur adaptieren, ne? Also diese Spaltung, die einmal aufgetreten ist und du kannst sie nicht mehr wegdenken, wenn du sie einmal gespürt hast. Ich bin das nicht, ne? Trotzdem, also deswegen Adoption, ne? Wir sind irgendwie nicht miteinander, es fühlt sich fast so an, als wären wir nicht biologisch miteinander verbunden, aber trotzdem, ne? Du bist die Figur, du bist der Einzige, den ich habe, ne? Ich nehme dich an, wie meinen eigenen Sohn sozusagen. Man könnte jetzt auch eine Parallele zu Verhältnis von Jesus und Gott da ziehen im Neuen Testament. Ne? Ich bin dieses Wesen, das zugleich Gott ist und zwar zugleich Mensch und beides total zu 100%, aber irgendwie auch gespalten. Ne? Wow. Aber du sagtest dann, ne, und das finde ich immer toll, weil mir selten jemand widerspricht, zumindest selten jemand von meinen Gesprächspartnern. Ne? Du sagtest, also ich finde diese Metapher von der Figur auf dem Spielbrett gar nicht so geeignet. Vielleicht könntest du dazu was sagen. Wann war das denn nochmal? Das ist ein paar Tage her. Habe ich Das das ist ein paar gesagt? Tage her. Also ich habe die Mail bestimmt hier in der Nähe.
Mm, Oh Gott, das habe ich komplett vergessen. ähm, Du schreibst hier, Zitat Nina, das passt zwar auch zur Idee mit der Annahme der Spielfigur, wobei ich meine, dass es dabei eher ein Hindernis ist, sich selbst als Figur zu sehen, weil man sich damit natürlich selbst auch ein bisschen abstrahiert und das Nachbeeltern durch sich selbst etwas mehr Bereitschaft zu emotionalem Ausdruck verlangt. So kenne ich es jedenfalls. Manchmal muss man dann auch ein bisschen kreativ werden. Das habe ich dann so verstanden, dass ja meine Metapher für dich zu kopflastig ist. Ne? Du musst mehr so einen körperbetonten Zugang zu dir finden. Ne? Und in dieser Metapher von der Figur auf dem Spielbrett und dem Spieler, der sozusagen von hinter dem Spielbrett auf die Figur äh, guckt, da fehlt natürlich dieser Körperbezug. Ne? Nachbeeltern, ne? Sich sozusagen bemuttern. Und du sagst, diese Metapher steht diesem sich selbst bemuttern eher im Weg. Du hast mir auch den Link zu dem Vortrag von Sloterdijk geschickt. Da ging es um Psychosomatik, Somatik. ne? Und auch die Geschichte der Psychosomatik. Wie immer Sloterdijk, ne? Es geht in alle Richtungen, ne? Ja. Und er spricht dann eben auch davon, ganz nett, also er ähnlich wie Heidegger, ne? Also er reitet dann immer auf den Worten rum und das ist manchmal interessant, ne? Also bei der Geburt, wir verlieren den Faden, sagt er, ne? Also wahrscheinlich, ähm, wie nennt man das auf Deutsch? Diese Schnur, die einen mit dem Nabelschnur. die Nabelschnur, ne? Wahrscheinlich bezieht er sich auch darauf, ne? Die Nabelschnur wird gekappt, du warst eins, ne, mit dem Mutterleib, du warst eins eines Großen, das ozeanische Gefühl, würde Freud vielleicht sagen, und plötzlich bist du da rausgeschmissen in die Welt und musst erstmal wieder sozusagen adaptiert werden. Du musst dein Zuhause finden in der Welt und du musst eben halt auch dich selbst lernen zu adaptieren, ne? Und wenn du vielleicht das Pech hattest, nie wirklich eine Mutter gehabt zu haben oder einen Vater, von dem du das Gefühl hast, das ist meine Mutter, das ist der Vater, den ich mir gewünscht habe, muss man halt versuchen, so im Nachhinein. Ich glaube, das meinst du mit Nachbeeltern, ne? Sich Ja. sozusagen, wenn die Eltern, wenn du nie das Gefühl hast, die haben mich adoptiert, ne? Für die war ich das Kind, das sie sich immer gewünscht haben. Da muss man das halt versuchen, selber zu machen, so gut es geht. Das kann ja man, Aber also dabei, ja, die Metapher steht eher im Weg, hast du mir gesagt, ne? kann Das sie Figur, vielleicht. ja. Aber es ist Mhm. spannend, dass jetzt zwei Worte für mich da sind. Das eine ist Hm. adoptieren und Ja. adaptieren. Adaptieren. Und beides zeigt vielleicht auch Ja. etwas, also beides hat ja was mit Annehmen zu tun Hm. Hm. oder sich etwas annehmen, etwas zu Hm. sich nehmen, vielleicht Ja. adaptieren. Ja. Ähm, also oder auch vielleicht sich etwas einverleiben oder also etwas, Hm. ja, sich Hm. etwas aneignen. So. Und adoptieren hat für mich noch diese andere Note von, und das war spannend, also auf den englischen Gebrauch von, also es gibt auch dieses Adopt a Role, dass man Genau, eine ne? Rolle Eine Rolle adoptiert. annehmen. Ja. Das ist, ich kenne mich mit der Schauspielkunst nicht von innen aus, aber ich glaube, es macht einen Unterschied, ob die Rolle, mit der man sich auseinandersetzt, um sie möglichst lebendig Hm. zu spielen, Ja. ähm, ob man sagt, ich spiele das, ich lege mir das Kostüm an, das ist meine Rolle und ich bin Ja. dann irgendwie, keine Ahnung, die Medea oder was auch immer, wer auch immer. Ja. Ja. Ähm, und sie gehört mir und es ist die Rolle, auf der ich mich verwirkliche oder ich meine Kunst verwirkliche Ja. oder ob Leute Ja. halt, die zum Beispiel in der Schauspielkunst, mit der Schauspielkunst befasst sind, dass die Ja. mit der Rolle erstmal interagieren, indem sie kennenlernen, indem sie versuchen, die Sprache der Rolle zu Mhm. lernen, wie sie geschrieben wurde oder wie sie als Idee eingesetzt werden soll. Das heißt, es ist oft, oder so habe ich es bei Leuten mitbekommen, die das halt wirklich machen. Es ist ein ganz Mhm. intensiver Kennenlernprozess zwischen Rolle und Schauspielerin oder Schauspieler, ähm, der bei den Leuten, also wo die Leute auch teilweise Abschiedsschmerz empfinden, wenn sie also wenn sie die Rolle gehen lassen müssen, wenn sie das Stück nicht mehr spielen oder der Film vorbei ist. Also ja, wie so ein
Also das erste, wo du sagst, das ist jetzt meine Rolle, das ist eher so eine Distanz. Ne? Das ist meine Rolle, aber das bin nicht ich. Oder zu wenig Und bei Distanz. Ja. zu wenig Distanz, würdest du Also sagen. beim Adaptieren, glaube ich, ist zu wenig Distanz, ist zu wenig Spiel Aha. zwischen Rolle und Ich. Sorry, aber du wolltest noch das Oh. andere. Vielleicht habe ich dich Nee, falsch nee. verstanden. Also ich hatte versucht jetzt eben im Geist so ein bisschen zu ordnen, wie genau du die beiden Einstellungen gegenüber einer Rolle voneinander differenzierst. Ne? Also als du zuerst sagtest, das ist jetzt meine Rolle, das klang für mich wie totale Identifikation. Aber was du jetzt über das Zweite sagst, ne, dass du die Sprache studierst, die Rolle studierst, da sozusagen reinwächst, klang dann für mich auch so, als ob man irgendwann mal bei der Rolle ankommt. Ne? Aber dass man sich vielleicht mehr Zeit gönnt. Ne? Also zur Zeit der Wende, ne? Willy Brandt sagte, jetzt wächst zusammen, was zusammengehört. Und meinte Westdeutschland und DDR. Ne? Und Kohl sagte, nee, wir machen das jetzt, wir ziehen das jetzt durch. Ne? Und das klingt jetzt so ein bisschen wie die beiden. Ne? Also das ist jetzt meine Rolle, ich bin das jetzt. Ne? Und der andere, der sagt, ich lasse mir ein bisschen Zeit, ich wachse da jetzt rein, wir wachsen zusammen. Meine Rolle und ich, Borches und ich sozusagen. Ne? Wir Ja, zwei, wir müssen irgendwie miteinander auskommen. Ne? ja, Aber wir haben auch Zeit. Wir haben auch Zeit, so ein bisschen zueinander zu finden. Wir müssen das jetzt nicht gleich übers Bein brechen, übers Knie brechen. Ne? Und was mir dann auch noch durch den Kopf ging, ne? Ich kenne mich auch nicht aus mit Theaterwissenschaft, aber kennst du den Film Drive My Car? nein. Ein japanischer Film. Das ist, glaube ich, eine Verfilmung von ein oder sogar zwei Geschichten von Haruki Murakami. Den kennst du aber, oder? Aber ich habe noch nie was von ihm gelesen. Also er war mal vor 20 Jahren total bekannt, er ist wahrscheinlich immer noch bekannt, ne? Aber inzwischen auch selbst in Japan hier nicht mehr ganz so populär, wie er vor 10 Jahren war. Ne? Also das war eine Verfilmung. Und da kam ja zum ersten Mal dass es vermutlich in der Theaterwissenschaft auch so total verschiedene Richtungen gibt, die sich vielleicht sogar feindlich gegenüberstehen. Nämlich, mir ist es oft so gegangen, wenn ich englischen oder nicht einen englischen, amerikanischen Hollywood-Film sehe oder auch einen Sprecher, ne? Und dann das vergleiche mit deutschen Sprechern. Ich habe oft das Gefühl, die sind gar nicht in der Rolle drin, ne? Irgendwie, die gehen nicht auf, Die wie ein Synchronsprecher? Amerikaner da aufgeht. Ne? Wie bitte? Meinst du die Synchronsprecher oder die, Aber auch oder? im Radio, ne? So ein Hörspiel oder so, ne? Wenn, Okay. ne, also ich habe bei Deutschen oft das Gefühl, die nehmen mich nicht mit. Ich habe nicht das Gefühl, das ist die Person, ne? Sondern das ist ein Sprecher, der das einfach vorliest. Außer bei Rufus Und auch Beck bei vielleicht. Oder das, ne? Und aber dann, als ich diesen japanischen Film gesehen habe, das gibt so eine interessante Szene. Also das ist sozusagen ein Metafilm über das Filmmachen. Ne? Also eine Hauptrolle spielt da ein Regisseur, der versucht, einen Film zu machen. Er will einen Film drehen in Japan, glaube ich. Und da sind auch ein paar internationale Schauspieler. Und dem gibt er das Drehbuch und jetzt wird geprobt. Ne? Und die Leute sind schon in der Rolle drin bei der Probe. Und der Regisseur sagt, nee, ich will, dass du das einfach nur vorliest. Lies einfach nur, was im Drehbuch steht. Spiel es nicht. Und was ich dann glaubte, verstanden zu haben, vielleicht guckt ja jetzt später mal ein Theaterwissenschaftler zu und kann mich korrigieren, ne? Aber es scheint diese zwei Richtungen zu geben. Im Deutschen wäre es zum einen Brecht und dann gab es diesen Russen, dessen Namen ich vergessen habe. Es war irgendwas mit Stanislav oder so. Und dessen Approach, ne, dessen Richtung war dann auch sehr stark in Amerika. Vielleicht ist er sogar selber nach Amerika gegangen, das sogenannte Method Acting, ne? Dass du so wie hieß der Typ, Robert De Niro für Taxi Driver, dich selber ein Jahr ein Taxi setzt und wirklich zu den Taxi Driver wirst. Das ist diese andere Richtung, nichts Brechts Richtung. Ne? Und für Brecht war es, glaube ich, immer total wichtig, er nannte das V-Effekt, Verfremdungseffekt, dass die Leute, die im Theater sitzen oder vielleicht auch im Kino, nie vergessen, dass sie im Theater sitzen
Ja, und nicht aufgesogen werden sozusagen und dass auch die Schauspieler das vermitteln. Hey, das ist eine Rolle, ja, aber das ist jetzt nicht dein Leben, sondern du guckst das nur als Zuschauer, ja, aber das eigentliche Spiel, um das es geht, ist die Welt da draußen, in der du sitzt. Ne? Und dass die dann vielleicht auch in Deutschland die Sprecher im Radio oder so das schon beigebracht bekommen, dass sie den Hörer gar nicht mitnehmen sollen, sondern den Hörer immer daran erinnern sollen, das ist nur ein Hörspiel. Das ist nicht das wahre Leben. Und dass diese Distanz also mit Absicht dagelassen wird, zumindest ein Restdistanz. Ne? Das fand ich total irgendwie interessant, denn bis dahin hatte ich gar nicht dran gedacht, dass das auch wichtig sein könnte, dass da Distanz bleibt. Ich dachte immer, es geht darum, auch im Zen sozusagen eins zu werden mit dir. Ne? Und eben so zu tun, als gäbe es da überhaupt keinen, wie sagt man, Schnitt zwischen dem Schauspieler oder der Figur und der Person, die sich fragt, warum bin ich eigentlich die Figur? Ne? Das sozusagen wegzudenken oder versuchen wegzuspielen. Ne? Ich bin doch nur die Figur. Ne? Äh, und stattdessen zu sagen, ja, diese Figur und ich, ne, wir mögen zufällig denselben Wein, aber wir sind irgendwie auch nicht, irgendwie vertragen wir uns nicht immer so gut. Ne? Manchmal geht's, aber es gibt auch schlechte Tage. Ne? Ähm, und dass das irgendwie diese Brechtsche Richtung, dass das viel mehr würdigt, ne? Das ist nur eine Rolle, das bist nicht du. ja, Das bist nicht du. Ne? Während bei Method Acting da idealerweise fällst du gar nicht mehr aus dem Charakter. Ne? Also manche von den Leuten, die sind ja auch dann auf dem Set, ne? Die sind immer in dem Charakter drin, ne? Weil sonst könnten sie es gar nicht durchziehen. Ne? hm. Und die brauchen dann erst mal ein halbes Jahr, um dann wieder ihr normales Selbst, wenn sie es nicht total vergessen haben, wenn sie sich überhaupt noch dran erinnern Ja, können, ja. wer ihr früheres Selbst war, um da zurückzukehren sozusagen. Das ist also spannend, dass du diese zwei Pole vielleicht aufmachst, also diese Betrachtungsweisen, aus denen man sagen kann, okay, von hier aus schaut Brecht auf das Spiel, Hm, hm, also auf das Theater jetzt in dem Fall. Man könnte ja auch sagen, Welttheater, also wir machen das sowieso und da gibt es eben diesen Ort, an dem auch gezeigt wird, wie wir das eigentlich auch im realen Leben machen. Und dann bei Taxi Driver, also dieses Beispiel mit Taxi Driver, mit dem Method Acting, ja, zwei Richtungen, aus denen man schauen kann oder zwei Ansprüche vielleicht, die formuliert werden. hm, Was ich mega interessant finde, ist, dass, also noch vielleicht was hinzuzufügen, um diese Frage des Adaptierens, Schrägstrich Adoptierens, ja, ähm, ja, ja, auch noch diese eine Seite hineinzubringen, auf die zumindest das Adoptieren sehr stark verweist. Und das ist die Frage von Eltern-Kind-Beziehung. hm, Wie das hm, bei der hm, Nachbeelterung oder bei dem Selbstverhältnis von sich und das, was man spielt, der jemand, der man ist, was auch irgendwie hm, zu akzeptieren ist, wahrscheinlich unter Menschen oder in dieser Welt. Manchmal schwer erträglich, wie das hm, bei hm, Borges ja auch deutlich wird. Aber bei Eltern und Kindern gibt es vielleicht auch genau diese Frage oder vielleicht manchmal auch diese Dichotomie. Ähm, hm, hm, wird das Kind auf eine Weise angenommen, hm, wo es auch nicht nur geleitet wird, also man macht nicht nur, wenn das Kind die Spielfigur wäre, für manche Leute ist das so. Also es gibt Eltern, für die ist das Kind einfach die Schachfigur, ne, die übers ja, Brett ja, gezogen wird, ja, ja, um das eigene Spiel halt mit dieser Figur zu hm, spielen. genau, In ja, manchen anderen, es gibt viele Beziehungen, in denen das stattfindet, nicht nur in dieser, hm, aber in dieser ist es halt besonders brutal und ja, gewaltvoll. Ähm, hm, wäre dann Adaptieren tatsächlich vielleicht genau das. Ich nehme das mhm, und verleibe mir das ein, verleibe mir zum Beispiel das Kind ein, mhm, ähm, mache weniger Unterschied zwischen dem, was das Kind wollen und alles sein könnte, und dem, hm, als wie ich es in meine Welt einsetze. hm, hm, Ähm, Das kann auch andersrum passieren. Das kann auch darin bestehen, dass, also es muss gar nicht darin bestehen, dass Eltern zum Beispiel ihre Kinder zu etwas zwingen, was diese Kinder nicht wollen, sondern es kann auch darin bestehen, dass da diese hm, Vernachlässigung entsteht,
wenn Eltern überhaupt nicht sie selbst bleiben und alles dem Kind recht machen, damit da eben möglichst kein Bruch entsteht, damit da möglichst nicht das Gefühl entsteht, wir sind Verschiedenes. Hm, Ähm, hm, hm. also eigentlich geht es um die Frage der Identifikation, glaube ich, beim Adaptieren. Ja, ja. Und ähm, da ist, glaube ich, das, die Chance kleiner, Hm, dass sich die zwei, dass die sich selbst kennenlernen und dass die einander kennenlernen. Das ist etwas, was nur hm, im Kontakt, in dem ein bisschen Spielraum ist und in dem auch die Entfremdungserfahrung gemacht werden darf, sogar sinnvoll ist, damit man immer wieder eine neue Chance hat, sich kennenzulernen oder einander. hm, hm, Also dieses Wissen darum, wir sind auch zwei getrennte Wesen und ich habe keine Ahnung an vielen Stellen, was du willst, was du denkst. hm, hm, Ähm, hm. aber ich möchte, dass wir immer die Möglichkeit haben, unsere Hände jeweils zu nehmen und dann ein bisschen uns in die Richtung führen, an Orte, an Stellen, an Erfahrungsmöglichkeiten oder Sicherheit signalisieren, was auch immer es ist. Ähm, und das wäre vielleicht adoptieren. Das ist wie, naja, du bist nicht mein Kind. Du bist nicht, also Hm, du hm, gehörst mir nicht, sondern du hm, bist, also es gab das natürlich äh, die es gab die Zeugung, es gab die Phase des Schwangerseins, der Schwangerschaft. Das ist alles begleitet, das hat alles eine eigene Geschichte. Das ist, glaube ich, sehr stark verbunden. Sehr viele Dinge geschehen da, von denen ich keine Ahnung habe. Aber es gibt den hm, Moment, an dem die Geburt stattfindet. Das ist eine Trennung, hm. Ja. da ist eine Differenz entstanden. Aus einem geteilten Hm, Körper erleben, zum Beispiel bei Mutter und Kind, werden plötzlich zwei. Es hm, gibt davon hat mir mein Psychoanalytiker mal erzählt. Das ist so spannend. Es gibt Formen der Geburt, also wie man eine Geburt gestaltet, bei denen hm, die Nabelschnur nicht sofort durchgeschnitten wird, sondern dass mhm, die Mutter legt sich irgendwie so hin, dass sie die Beine anwinkelt, entweder auf die Seite oder irgendwie anders. hm, Und das Kind wird hm. mit der Nabelschnur noch der Mutter so gegenübergesetzt. Und die schauen einander erstmal an Ja, und ja, dürfen ja, sich übereinander wundern. ja. Und dieser Moment wird ein bisschen länger gezogen und erst dann wird irgendwann die Nabelschnur gekappt. Also man könnte sagen, der Abschied ist sanfter. Hm, Das hm, Erstaunen, hm, hm, das, also auch dieser Moment wird irgendwie nochmal anders gemacht und das soll wohl eine ganz gute Wirkung haben auf die Entwicklung der Leute, scheint hm, aber nicht so bekannt zu sein. Also er erzählte, dass hm, eine Hebamme ihm das davon erzählt hm, hatte. Und das hm, ist mir als Bild extrem lange geblieben oder jetzt bis heute offenbar, hm, dass das hm, etwas zeigt, nämlich ich glaube, dass der Schock über diese Trennung hm, in vielen Fällen kompensiert wird, hm, dadurch, dass das Kind zum Beispiel ähm, entweder der Kontakt irgendwie merkwürdig ist, also dass dieses Befremdlichkeitsgefühl irgendwie sehr extrem ausgedrückt wird oder halt nicht hm, hm, richtig hm, wieder das zusammenwachsen kann als Verhältnis, als hm. Beziehung. Oder es wird überkompensiert, indem die Mutter sich doch wieder irgendwie da drum herum legt. Und das kann über extreme Strenge sein. Also sagen, Kind, du darfst dich nicht bewegen, du musst in meiner Vorstellung halt immer funktionieren. Du bist Hm, der Bauer oder der Läufer, den ich über das Schachbrett schicke. Und also die sind ja auch so schön. Diese Schachfiguren sind ja unten häufig mit so einem Stoff bezogen, dass das auch schön gleitet über das hm, gebohnerte hm, Holzbrett. Also ne, keine Widerstände. Du darfst nicht umfallen, du musst immer meiner Hand gehorchen. So, es muss immer ganz glatt gehen. Ja, oder halt einfach also da irgendwie so eine extreme Anpassung passiert, die dann mehr in Richtung Adaptieren geht. Frage ist, wer adaptiert hm, wen, aber die Differenz wird gefürchtet, die Entfremdung wird gefürchtet. Und im hm. Selbstverhältnis, jetzt rede ich wieder so lange, aber du hast ja gesagt, dass du damit zurechtkommst oder Ich dass du komme das damit okay total findest. zurecht, ja, ja. Ähm, beim Adoptieren und wie das auch in diesem Borges-Text gezeigt wird, ich wusste erstmal nicht, dass er selber das schreibt. Ich dachte, Hm. das ist sein Assistent, also der ihm auch vorgelesen hat und alles. Also ich dachte, das ist Ah, jemand anderes, der über ihn schreibt. das ist tatsächlich eine andere Person, ja. Und dann habe Ja. ich irgendwann gemerkt, ja gut, ich kenne ihn nicht gut, aber
ich kann mir vorstellen, dass hier, also dass er das selbst ist. Und ich habe so eine Ahnung, ist auch ein bisschen ja, unbehaglich immer. ja, Ähm, und am Ende schreibt er das ja, er weiß gar nicht, wer von beiden das gerade hier schreibt. Und da wird es dann klar. Aber ja, vorher nicht. ja, Es könnte auch ein Freund sein oder ne, jemand, für den er verantwortlich ist oder zuständig ist. ja, Und gar nicht er. Und er, also sagt sie, er lässt ihn er sein. Also er ist halt ja, irgendwie dafür da, um ihn gewähren zu lassen. Und ja. er lässt ihn oft auf seine, also er ist das Spielfeld vielleicht auch oder er ist irgendwie etwas, der Raum, in Hm. dem das Spielbrett ist. Und wer von beiden sagt das jetzt eigentlich? Oder man könnte sagen, wer von beiden ist Gott und wer ist Jesus? Macht Jesus Ja, nicht Gott auch zu Gott? Also, oder ne, das, also die hm. brauchen einander gewissermaßen, auch wenn Ja, es ja. manchmal Schwierigkeiten zwischen denen gibt. Da fängt das an zu schlingern. Also es ist kein super synchron, es ist kein Synchronschwimmen. So. Hm. Es gibt Mein Gott, Verzögerungen. warum hast du mich verlassen? Ne? Ja, genau. Solche Momente gibt es auch. Ne? Ja, Ja, und die sind wichtig. Die ja, sind ja ja. extrem wichtig. Es ist nicht, es braucht das Widerspenstige, vielleicht auch für Hm. beide. Also ich kann jetzt weder Gott noch Ja, Jesus irgendwas unterstellen, aber bezogen auf eine Sache, die für uns vielleicht das handhabbar macht. Es braucht die Momente der Irritation, um sich daran zu erinnern, dass man zwei ist oder dass die Möglichkeit von Entfremdung da ist, weil erst das die Mühe auslöst, ja. sich wieder nähern zu wollen. Das ist, also der Wunsch besteht, gehen wir zusammen. Das ist der Was Wunsch. war der Ausdruck, den du eben verwendet hast? Momente der Epitation? Irritation. Ah, Irritation, Irritation. Okay. Gibt es Epitation? Nee, eben, sonst hätte ich dich gefragt, was ist denn das, ne? Aber Ja. Oh, guck mal, hm. das ist ja großartig. Das ist gerade einer davon. Das ist gerade die Ein Moment der Irritation. Irritation. Ja. Also wären wir jetzt zwei Eisläufer, dann wäre es okay, ich habe die kurz verloren irgendwie. Die hat sich da irgendwie um sich selbst gedreht. Also es geht um das Trennen und das Zurückkommen, immer wieder. Und Hm, hm, hm. im Verhältnis zu sich selbst, vielleicht auch beim Theaterschauspieler. Also man könnte Ja, sagen, nicht nur Brecht und nicht nur Taxi Driver, sondern hm. vielleicht so eine Dynamik zwischen beiden, im Ja, Spannungsfeld dieser beiden Betrachtungsweisen. Da wird hm. besonders viel gelernt. Also man vergisst manchmal, dass man einen Film sieht, aber dann Ja, plötzlich ja, schreckt man wieder auf. Und hm. das Hm. Bewusstsein bleibt wach durch den Puls. Hm. Und ich, du hast eben diese Frage eigentlich gestellt, auf die ich doch gar nicht geantwortet habe. Also dieses, Hm. muss das nicht manchmal auch ein bisschen dramatisch sein, wo du mein Zitat, also mein aus der E-Mail vorgelesen hast? Ja, Braucht es ja, nicht mehr Zulassen von ja, emotionalem ja, Gehalt ja, und ja, sowas? ja, Und das ist meine Erfahrung, das muss nicht so sein. Aber ja, es, es braucht die Bereitschaft, glaube ich, zur Dramatik, weil der jemand, der man ist, die Geschichte, die man mitbringt, das, was man alles nicht kennt, was man erst hm. zusammenfügt, das sind häufig dramatische Dinge oder wo die Bereitschaft, auch ein Drama mit sich zu haben Hm. und es nicht ganz nüchtern und trocken zu sehen. Ähm, für mich bei der Selbstverständigung, also der Verständigung mit diesem Wesen, das man adoptiert, ähm, Hm. hilft ein bisschen, Hm. um darauf zugehen zu können. Also ich zwinge dem keinen nüchternen, aber auch keinen überdramatisierenden Blick auf, hoffe ich jedenfalls. Aber die Hm. Bereitschaft, dass das etwas in drastischen Bildern erzählt, ich glaube, wenn die da ist, kann man mehr hören, kann man mehr verstehen. Weil die Geschichten sind dramatisch, also das Erbe ist dramatisch. Das, das sehe ich schon so. Also das funktioniert nicht immer so, wie man will. Und man muss nicht darauf reinfallen. So wie das Kind, das den Weinkrampf inszeniert, muss man auch nicht drauf reinfallen. Hm. 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 Aber die Bereitschaft ja, zum Ausgeschmückten, dass das ein bisschen schillernd ist, ich glaube, die kann helfen.
Ist das nachvollziehbar für dich? Die Bereitschaft zum Ausgeschmückten. Zur Geste vielleicht auch. Also man muss auf den Weinkrampf nicht reinfallen, aber der Weinkrampf ist auch Teil dieses Spiels, Ja, sozusagen, ne? ja, Und man muss sich jetzt nicht geschlagen geben, ne? Aber man geht spielerisch darauf ein, sozusagen, ne? ja. Das ist Teil des Tanzes, sozusagen. Ja. Ein Punkt, den du am Ende unseres letzten Gespräches vorgeschlagen hattest, ne, als Thema für das nächste Gespräch und der für mein Gefühl jetzt auch mit diesem sich selbst adoptieren zu tun hat, beziehungsweise worüber wir gerade sprechen, ne? Also auch die Körperlichkeit des sich selbst Adoptierens, ne? Es passiert ja nicht auf philosophischer Ebene, sondern so wie du dein Zuhause in der Welt findest, du findest dein Zuhause hier in diesem Körper, ne? Hm. Au, das war ich. Das war ich, ne? Also zumindest für mich war es so mit 16. Ich dachte immer, der da oben, der da gerade denkt, ne? Der da gerade spricht oder der sich vielleicht wundert, ne? Woher kommen diese Gedanken überhaupt, ne? Wer denkt Ja. denn da eigentlich, ne? Keine Ahnung, ne? Warum redet der so viel Stuss da, ne? Warum redet der die ganze Zeit? Das bin doch gar nicht ich, ne? Das kenne Also ich ich. dachte, ne, der sich wundert, ne, warum der Mucho so viel redet, ne, ist das wahre Ich, ne, und dann irgendwie, aber hier, da atmet's, ich bin das eigentlich gar nicht, der atmet, ich atme ja auch, wenn ich schlafe, ne, aber das bin ich irgendwie auch, ne, und wenn ich gegessen habe und dann verdaue ich und dann muss ich auf Klo, das bin ich auch, ne, Hm. ähm, das bin ich vielleicht sogar viel eher als der Typ, der da oben glaubt, er hat das alles im Griff, ne, oder das nicht im Griff, oder was auch immer, ne, der innere Kaufhausdetektiv. Ähm, Großartig. Ja. Weshalb ich auch so ein bisschen vielleicht für Leute in der Meditationsszene eher eine Ausnahme bin, der sagt, vergiss das mit der Aufmerksamkeit. Versuch nicht immer besonders aufmerksam zu sein, denn dadurch stärkst du ja nur diesen Kaufhausdetektiv. Kann ich das vielleicht noch ein bisschen aufmerksam machen? Vielleicht sollte ich das Müsli noch 2 Minuten länger kauen und noch schmecken, was da noch für Rosinen drin sind und Ja. noch mal erzählen, wie viele verschiedene Nusssorten kann ich da unterscheiden? Also, solche Leute gibt's ja auch, ne? Und dann isst ein Müsli, ne? Und dann macht den Abwasch. Du musst es nicht besonders aufmerksam machen, mach's ganz, ne? Mach's ganz, mach's mit deinem Körper, mach's mit Herz und Seele. Und worüber ich bin noch gar nicht angekommen, ne? Du sagtest, wir können ja mal über die Sinne sprechen, ne? Über die 5 Sinne. Und ich weiß auch gar nicht genau, worüber du dir da Gedanken gemacht hast. Ne? Aber ich sprach ein bisschen darüber, ist ja eigentlich interessant, dass wir Augen, Ohren, Nase, Mund haben und dann plötzlich 5. Sinn der Körper. Was soll denn das heißen, Körper? Das sind so viele verschiedene Dinge, ne? Wenn man verliebt ist und da ist es einem warm in der Brust, ne? Aber und man schneidet sich in den Finger, sind auch verschiedene Sachen. Wenn ich Hunger habe, ist was anderes, als wenn ich Bauchweh habe. Wir sagen, ich habe kalte Füße. Würde wahrscheinlich auch noch in den Bereich Körperbewusstsein fallen, aber es ist ja auch eher, es sind so verschiedene Dinge, ne? Weiß nicht, ob man den Gleichgewichtssinn auch noch zum Körper rechnen würde oder ob das wieder was ganz anderes ist, ne? Und das klang zumindest für mich so ein bisschen durch bei deiner Frage. Wie kommt es denn eigentlich, dass im Zen-Kloster und auch bei anderen Meditationsformen sozusagen so ein Sinnesentzug passiert? Man setzt sich vor eine Wand. Man könnte ja auch auf dem Berg sitzen und die Landschaft bewundern. Du sitzt in der Regel in einem Zimmer, wo nicht viel zu hören ist. Man könnte jetzt auch Musik ablaufen lassen, ne? Aber da ist nichts zu hören, da ist nichts zu sehen außer dieser Wand. Es wird auch nichts gegessen oder getrunken während der Sitzung. Und Körperwahrnehmung, wenn ich jetzt eine Massage bekäme, ne, dann würde ich eine Menge spüren. Ne? Aber du sitzt einfach nur da. Ne? Aber, und das ist die Erfahrung, die, glaube viele machen, ne, in dem Moment, wo dieser Entzug stattfindet, plötzlich hörst du viel mehr. Ne? Also den Vogel, den du den ganzen Tag nicht gehört hattest, plötzlich, wow, das sind ja die Vögel. Oder vielleicht auch die Autos. Ne?
Oder darüber hatte ich es mit der Dunja letztlich, ne? Es kann natürlich auch unangenehme Sachen verstärken, wie ein Zahnschmerz oder so, ne? Wenn du nicht meditierst, dein Geist ist bei anderen Dingen, du spürst den Zahnschmerz nicht so sehr, ne? Aber tatsächlich ist für mich Meditation was uns zurückbringt zu den Sinnen, ne? Es sieht zwar auf der Oberfläche so aus, als würden wir da irgendwie Sinnesentzug betreiben, ne, und weniger Input haben, aber tatsächlich intensiviert es die Sinneswahrnehmung. Es macht uns wach. Ne? Genauso wie wenn man ein paar Tage gefastet hat, man schmeckt den Geschmack von den Dingen, die man isst, sehr viel intensiver. Ne? Und das ist ja auch in gewisser Weise eine Form von Selbstadaption, ne? Oder diese Figur, ne? Wie ich sie nenne, ne? Wieder zu lieb zu gewinnen sozusagen. Ah, das bin auch ich, ne? Der atmet, der Hunger hat, der auf Klo muss. Das bin ich. Das bin nicht nur auch ich, das bin ich eigentlich, ne? Ja. Ähm, und der Geist, der sich fragte, wo bin ich, wer bin ich wirklich, ne? Der da herumirrte, war so ein bisschen wie ein streuender Hund, der sein Haus vergessen hatte, ne? Der nicht wusste, ne? Oder die Katze, die nicht mehr wusste, wo sie zu Hause war. Und plötzlich findet man da zurück über die Sinne, über die Mhm. Sinne. Ne? Was damit vielleicht zu tun hat, ne? Also du sprichst ja von Embodiment, ne? Als der Boris dich fragte, ja, wie bist du denn hier, wie hast du denn den inneren Weg gefunden? Ne? Du sprachst von Embodiment, du hast es, glaube ich, auch in unseren Gesprächen manchmal genannt. Ich höre den Begriff immer häufiger, ne? Aber ich weiß gar nicht so genau, was das ist. Ne? Hat das jetzt auch mit den Sinnen zu tun? Verkörperung wäre jetzt irgendwie eine direkte deutsche Übersetzung, aber was ist genau damit gemeint? Dass man was verkörpert, dass man sein Zuhause im Körper entdeckt? Oder ist es Körperarbeit, Bodywork oder was genau ist Embodiment? Das wäre jetzt auch ein Themenbereich, der mich interessieren würde. Mhm. Also ich bin keine Definitionsexpertin oder keine Expertin überhaupt. Es gibt ja auch Leute, die machen da Lehrgänge oder Hm, hm. ähm, ja, Bodyworker, keine. Also da gibt es natürlich ganz viele Sachen, die diesen Begriff benutzen. Den gibt es auch natürlich in der Kognitionswissenschaft, das hatten wir auch kurz. Ja, Also wenn man bei Wikipedia Embodiment eingibt, ja, da kommen dann eben auch viele Dinge, mit denen ich gar nichts zu tun habe. Ähm, ja, für mich ist das also ich habe mir da nie viele Fragen zugestellt, als in der Sache, die mich da angezogen hatte, ja, von der Ilan zum Beispiel. Ähm, ja, Da habe ich mich nie gefragt, was meint sie überhaupt mit Embodiment? Also ich habe es einfach mal ja, ja, mitgemacht und habe gemerkt, ja, okay, das sind Formen der Übung. ja, Ähm, vor allem verstehen, erstmal körperlich zu werden. Also erstmal mit dem Körper hm, als Instrument wieder hm, zu schärfen oder also anzunehmen, freizuschalten, als mhm, Intelligenz auch freizuschalten. hm. Wie Und danach funktioniert erst, das konkret? also bei Ilan zum Beispiel geht das, also ist eine der ersten Sachen, die man macht, ein Hm, sehr, auch auf verschiedene äh, Modi, Zustände, Affekte, was auch immer, auch manchmal hm. Missverständnisse dem Leben gegenüber, konzentriertes Schütteln. Also es gibt verschiedene Arten, Schütteln. den Hm, Körper hm, zu hm. schütteln, genau, wie man da anfängt, wie sich das intensiviert, welche Dramaturgie so ein Schüttelprozess hat. Natürlich kann man sich auch Hm, einfach hm. schütteln, aber das sind schon, ich glaube, wenn man Embodiment sagt, als Ja, möglicher Disziplinraum oder als Protokollraum, als Übungsraum, dann geht es schon darum, möglichst präzise zu beforschen, wie ich das hm, auch beim Guru Viking gesehen habe in diesem kurzen Trailer, den du mir geschickt hast. Also hm, durch irgendeine Zugangsweise, durch irgendeine Art, wie man jetzt sagt, okay, das machen wir jetzt hier so, möglichst präzise zu erforschen, wie kann man sich über körperlichen Ausdruck, aber auch körperlichen Eindruck, also eben beides zugleich, hm, ähm, hm, hm, dem, wohin man will, möglichst nähern. Also wenn ich zum Beispiel sage, Wut verkörpern, dann mache ich, hm, also ich will Wut verkörpern, ich möchte, dass mein Nervensystem, mein Geist, also alles, der ganze Komplex und auch vielleicht im Kontakt, dass das irgendwie da stattfindet. Wie kommt man da möglichst hin, dass dieser hm, Instinkt hm, zum hm, Beispiel ähm, angeregt werden kann? Dass er sich natürlich in erster Linie innerlich zeigt. Also es ist hm, kein
Pina Bausch-Ausdruck oder also es gibt, also das kann es natürlich auch sein, es kann natürlich auch total helfen, aber es geht nicht so sehr darum, wie man das performt. So erlebe ich Ja. das. Es geht überhaupt nicht um die Performance, es sei denn, sie hilft einem, um es halt zu spüren. Es geht darum, dass du das spürst und dass Mhm. das der andere auch spürt und dann ihr miteinander das erlaubt im Grunde. Es ist auch Mhm. viel Mhm. Nachholen von Dingen, die vielleicht andere, nicht so modernisierte Kulturen, wo die überhaupt keine Mhm. Mhm. Techniken für gebraucht haben, sondern die sind halt auf die Jagd gegangen, die sind gerannt, die haben sich vor Gefahren geschützt. Also ähm, das muss nicht immer irgendwie was mit archaischen Kulturen zu tun haben, dass man sich daran orientiert, aber wir holen im Grunde einfach eine Erinnerung nach, glaube ich. Mhm. Oder je Mhm. nachdem, wofür Mhm. man sich interessiert. Dann Ja. gibt es aber auch Ja. noch andere Formen, äh, wo ich sagen würde, Verkörperung, das, wenn ich das Wort denke, ist es für mich zum Beispiel sehr zentral geworden. Verkörpere, was du fürchtest. Mhm. Verkörpere, Mhm. was du Mhm. nicht willst. Mhm. Verkörpere, was du vermeiden willst. Also mach einen Prozess durch mit Mhm. allem, was du an Empfinden einschalten kannst und Mhm. aktivieren kannst, dich Mhm. auf das einzulassen, was du sonst immer durch irgendwelche Kompensate nicht fühlen willst. Das kann Wut oder Ja. Angst sein, das kann Scheitern Mhm. sein, es kann Versagen sein, was auch immer es ist. Das kann aber auch Verbindung sein, also je Mhm. nachdem, was man nicht Mhm. haben will. Mhm. Ja. Und das finde ich, ist das, also das ist für mich als zentralstes geblieben. Mhm. Ich lerne Mhm. etwas, indem ich mir die Mhm. Erfahrung einverleibe, die ich sonst abspalte. Und dadurch hole ich Mhm. mir das zurück. Dadurch kann ich etwas verdauen, was ich vorher nicht verdauen konnte. Und damit ist Mhm. es automatisch Traumaarbeit. Also somatische Traumaarbeit, wo es Mhm. wirklich darum geht, dass das innerlich, dass der Raum weiter wird und du etwas verdauen und verarbeiten kannst, was du vorher nicht konntest. Da wird auch Koregulation interessant. Können das Leute miteinander halt noch größer machen, damit noch mehr im Grunde sich wieder, man sich mit noch mehr wieder befreunden kann, was Mhm. einen sonst eben Mhm. eingeschränkt hätte. Aber das ist also das ist ein weiter Korridor mit der Traumaarbeit. Aber ich glaube, es ist automatisch immer auch Arbeit mit dem Trauma, Arbeit mit dem Mhm. Abgespaltenen, Arbeit mit dem Mhm. Riss. Mhm. Da könnte man auch eine Parallele ziehen, zum Beispiel zu vielleicht der Idee, die im Schamanischen aufgetaucht Mhm. ist. Also ich habe Mhm. da etwas, das, äh, also ich kenne mich auch schlecht mit Schamanismus aus, aber also wenn man so alte, wenn du dich dafür interessierst, ich habe einen super interessanten alten kulturethnologischen Text, wo die so Mhm. Parallelen zwischen allen möglichen schamanischen Traditionen gefunden haben, indem sie da wirklich beforscht haben, welche Dinge treten da in diesen Prozessen auf, also wie werden diese Leute ja auch systematisch traumatisiert, damit diese Prozesse losgehen. Aber was ich da vor Ja. allem als Zentrales mitgenommen habe, war, die ganze Erfahrung wird in den Körper gesogen. Also das ist eine körperliche Erfahrung, dass du Mhm. bei diesen Sterbeprozessen als Mensch, der zum Schamanen ja erst durch das Sterben wird, Mhm. und da wird auch kein Unterschied mehr gemacht in dem Erleben, Erzählen, Mhm. dass die Geister deiner Ahnen dich auseinanderreißen und deine Knochen Mhm. kochen oder Mhm. dein Mhm. Fleisch kochen und die Knochen wieder neu zusammensetzen. Das sind dramatische Bilder Mhm. für Mhm. Prozesse, die man, ich glaube, je tiefer man geht in diesem Mhm. Mhm. Wiederverkörpern all dessen, was man eigentlich nicht sein wollte, Ja. woraus ja dann die Identitäten zum Selbstschutz kommen, aber ähm, das, das kann sich genauso drastisch anfühlen. Das kann im Körper Mhm. erleben, Mhm. wenn man im Körper plötzlich wieder den bewohnbar machen will, kann das so sein. Mhm. Mhm. Und wenn man das nicht mehr fürchtet, das sind Tode, aber wenn man das nicht mehr, also man muss ein bisschen furchtlos sein, wenn man da tief reingeht, glaube ich. Weil der Körper fährt da drauf ab, der findet das geil. Also der Körper findet das total super. Oder das Nervensystem oder ne, das. Ähm, oder man könnte auch sagen, das Unbewusste. Also das hat ja auch viel vielleicht damit zu tun, was da ne, sich wieder zusammenfügen möchte. Das findet das super. Also wenn da jemand reingeht, die Höhle saugt dich ein. Also
Hm. Man kann Hm. das so Hm. betreiben, dass man das auf einen bestimmten Bereich bezieht und dann kann man sich da, glaube ich, auch stärken. Das ist toll. Aber ich glaube, es gibt so eine, oder so war es bei mir. Es gibt eine Tür, wenn du durch die Hm. gehst, Hm. dann ist das eine Wahl. Das ist so ein Point of No Return. Das ist also, dann, dann wird das immer wichtiger sein als anderes. Dann ist das das Zentrum des Interesses, der Aufmerksamkeit, der Suche, könnte man sagen. Und Hm. nichts kann mehr so groß werden wie, also Personenstandsfragen, Erwartungen anderer Leute an die eigene Lebensführung, Hm. was die Hm. Gesellschaft sagt, was die Familie gesagt hat, Hm. Hm. Identitäten, die man vorher hatte. Es ist vielleicht nicht eine komplette Vernichtung, aber es ist eigentlich eine ständige Zerstörungsarbeit all Hm. dieser Dinge, auch wenn sie sich immer wieder aufrichten und man es irgendwann nicht mehr so schlimm findet. Aber ich glaube, es gibt diesen Point of No Return, oder den kann ich ein bisschen, also, oder der kommt immer wieder, aber wo Hm. klar wird, okay, von da aus kannst du nicht mehr zurück, weil es hat sich der Akzent verlagert. Die Hm. Gewichtung ist anders. Die Suche nach diesem, was immer es ist, muss man kein Wort für einsetzen, ist sogar vielleicht eher hinderlich. Vielleicht Hm. die Suche nach der Offenheit der Frage oder dem weiter offen bleiben, dem Ja. immer wieder Ja. hindurch sterben, sich gebieren, was auch immer. Hm. Ich nenne das Hm. Scheitern. Du kannst das auch anders Hm. nennen. Das ist für mich ein Hm. völlig nicht klarer Begriff, aber die Hm. Suche danach wird dann wichtiger. Und Ja. das ist etwas, womit auch Leiden, also das öffnet andere Formen des Leidens. Das ist auch ein Abschied von einer Welt. Das ist nicht, ähm, es ist danach nicht alles selig und besser. Hm. 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 Und mein Eingangstor war halt Embodiment, würde ich sagen. Aber es Hm. gibt auch viele andere Hm. Eingänge dahin. Manche konnte ich ein bisschen beschnuppern und andere nicht. Hm. Aber Embodiment hilft als Praxis. Ja. Und die Erfahrung könnte man auch Mystik nennen. Aber ja. Es ist dann gut, wenn du Lehrerinnen oder Lehrer hast, die auch den mystischen Teil nicht ganz ausschließen, wenn das da Hm. reingeht. Oder dann Hm. musst du Leute finden, die Ja. da vielleicht, oder Ja. wenn man da Hm. Hilfe braucht, ist es hilfreich, Leute zu finden, die sich auch mit den mystischen, sehr rätselhaften Phänomenen auskennen, die sich dabei zeigen können. Was wären das für mystische, rätselhafte Phänomene, die sich zeigen? Ich würde sagen, eine der ersten oder eine der krassesten ist, wenn man lernt, sich wieder zu bewohnen und da viel Hm. Trauma ist. Ja. Ich betrachte das für mich so, wo du auseinandergebrochen ist, das ist ja Trauma, also im ganz Hm. Hm. eigentlich Einheitserleben von sich selbst jetzt erstmal. Ähm, Ich nenne das Fugenbewusstsein, das Bewusstsein für die Fugen, Mhm. dass du, dass da Lücken sind, dass da Ja. klaffende Ja. Abgründe Ja. sind. Hm. In diesen Abgründen gibt es Dinge, die darin zu finden sind. Also da sind Inhalte, da sind Bruchstücke von Bewusstsein, da sind manchmal richtige Figuren, da sind die Dämonen, Ja. könnte man sagen, oder auch Ja. Kräfte, die, Oh. weshalb man das nicht spüren wollte, die sind so intensiv, dass die sich wie ins Negative verkehrt, in, Hm. im eigenen, also im Körper zum Beispiel, abspeichern, sich verkapseln und man kann darüber Ewigkeiten hinweg trainieren. Aber wenn man die öffnet, dann hat man es mit Hm. Intensitäten zu tun, an denen es, glaube ich, sogar, das habe ich mal gehört, von Ilan, wo ich nicht weiß, woher sie das hat, aber ähm, Hm. es, also das Kollabieren heißt eigentlich ein Säugetier, ähm, das weder in den Kampf gehen kann, noch Flucht noch ergreifen kann, noch einfrieren kann, Hm. im Erleben einer Überwältigung durch gejagt werden, zur Beute werden, getötet werden. Hat nur noch eine Wahl, nämlich sich eigentlich dem Sterben hinzugeben. Hm. Hm. Ähm, und das ist quasi schon das, okay, also das Aufgeben. Nicht Hm. bewusst, aber das ist, was sich im Nervensystem abspielt. Und es gibt diese Gnade des schmerzlosen Todes.
Mhm. Das heißt, die Antilope, da gibt es etwas, was im Nervensystem passiert, dass wirklich der Erregungsgrad und das Empfindungsvermögen von 100, also vom Rennen, vom Kämpfen, auf 0 Ja. Mhm. runtergedreht wird, sodass die Mhm. Antilope nicht spüren muss, dass der Löwe sie gerade Mhm. zerfetzt. Mhm. Ähm, und das ist ein biologisch, also es ist eigentlich eine tolle Möglichkeit, dass das da ist. Mhm. Nur ist das so, Mhm. dass es Wesen gibt, wie jetzt zum Beispiel Menschen, Mhm. also wenn die Antilope doch überlebt, also wenn das gar nicht Mhm. passiert, sondern sie das nur, also ihr System das nur angenommen hatte, dann hat sie die Möglichkeit, sich danach schnell wieder zu regulieren. Das heißt, die zittern dann. Da sieht man das manchmal, wie die Haut so zittert bei Tieren, wenn das Fell so zittert oder die schütteln sich irgendwie aus. Und das machen die so lange, bis sie wieder sich als Lebendiges erfahren, bis sie wieder ganz da sind. Mit den Mhm. Sinnen auch Mhm. natürlich. Und bei Menschen ist das aus irgendeinem Grund nicht so einfach. Die regulieren sich häufig nach so einem Schock nicht. Mhm. Und dadurch chronifiziert sich dieses Kollabiertsein. Und wir Mhm. denken irgendwann, es ist normal, gar nicht so viel wahrzunehmen. Könnte sich auch Mhm. die Frage stellen, ob sich erst dadurch dieser extreme, sich Mhm. verselbstständigende Geist abspaltet, der einen dann kommentiert. Eigentlich als Traumasymptom. Was sich ja auch ändern kann, wenn man wieder mehr verkörpert, dass es nicht mehr so viel ist oder nicht mehr so kontrolliert. Und genau in diesen Verkapselungen, in diesen Lücken, wo irgendwo mal Brüche reingekommen sind, die man nicht mehr bemerkt hatte, da sind halt extreme Intensitäten. Und es gibt Säugetiere, die an diesen Intensitäten, die sich, wie Mhm. das bei Peter Levine, das ist so der Papst von Somatic Experiencing, also der körperorientierten Traumabehandlung, Traumaforschung, Ja. 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 Unterkopplung sagt er dazu. Lebensenergie wird unterkoppelt. Also du denkst, es Unterkopplung. ist gar nichts mehr da, aber es Oh. ist extrem viel Energie gebunden. So viel, dass das Nervensystem das nicht mehr halten kann, wie beim Freeze. Ja. Es gibt Säugetiere, wenn die klein sind, die können daran sterben, an diesem Vorgang. Und ja, also wir sterben nicht daran, aber in gewisser Hinsicht entfremden wir uns vom Leben als Mhm. Menschen. Und ich glaube, dass wir chronisch kollabiert, also dass das Kollabieren ein Mechanismus ist, den wir ständig erleben, auch in alltäglichen Situationen. So, mein Chef schreit mich an und ich lasse die Mhm. Empfindung nicht zu, sondern spalte mich vom Erleben ab. Eigentlich ist das ein Kollaps, also eigentlich kollabiere ich. Kann sich aber auch im Wutanfall zeigen. Mhm. Ich kann Mhm. das Erleben Mhm. nicht ertragen, dass das gerade so ist, was es in mir weckt und auslöst. Oder ich will gar nicht mehr für jemanden arbeiten, damit ich die Situation nicht erleben muss. Das ist eigentlich auch schon ein Hinweis. Also das Vermeiden ist ein Hinweis darauf, dass da was kollabiert ist oder was Mhm. kollabiert. Mhm. 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 Ja, Mhm. und meiner Erfahrung nach ist Embodiment etwas, was helfen kann, wenn man sich irgendwann mehr für diese Intensitäten interessiert, in denen Ja. halt alles passieren kann. Das kann sein, dass man plötzlich aus dem Körper rausgeschossen wird und irgendwo in der Ecke des Raumes sich mit dem Bewusstsein befindet. Es kann starke Symptome haben, körperlich. Es hat Ja. Ja. einen Ja. großen Einfluss darauf, wie man seine Beziehungen führt oder wie man sich da erlebt. Man ändert sich dadurch, würde ich sagen. Also es kann retraumatisierend wirken. Kann sein, ja. Ja. Deshalb ist es wichtig, Regulationspraxis zu lernen und vielleicht auch Begleitung zu suchen, wenn es nötig ist. Regulationspraxis hieße das dann selber, wenn man merkt, oh, jetzt komme ich in Bereiche, da komme ich nicht mit klar, das wieder runterzufahren sozusagen. Ja, sich wieder rauszuholen. Also ich habe Hm. Somatic Experiencing selber nie gemacht oder praktiziert oder nie in Anspruch genommen. Hm. Aber da geht es viel ums Pendeln. Also du gehst in die Nähe des Traumas Hm. mit dem Hm. 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 Bewusstsein unter Begleitung. Du kommst also mit diesen Kräften, mit diesen gebundenen Energien in Berührung. Levin Hm. sagt auch, das sind so Wirbel, also wie so Ja, ja. Wirbelpunkte. Aber dann gehst du auch wieder raus. Also du pendelst hin und her zwischen weg vom Trauma, nah am Trauma, weg vom Trauma, nah am Hm. Trauma. Hm. Und da kann es sein, Hm. dass man einen Gegenwirbel erzeugt, der das so langsam abträgt. Das ist so die sanfte Methode.
Das ist wichtig für Leute, die Trauma lösen wollen. Und dann gibt es andere Leute, die sagen, okay, also in voller Selbstverantwortung ist es gut zu wissen, wie man sich regulieren kann oder wie man auch wieder rausgehen kann. Ja. Aber ich springe jetzt in diesen Sog rein. Ich springe in diesen Wirbel rein. Oh. Ich will wissen, was passiert, wenn Ja. ich in diesen Wirbel reingehe. Und Ja. das ist auch eine Art Todesbereitschaft. Ja. Also man weiß nicht, ob man danach noch seinen Verstand hat, ob man daran nicht irre wird oder was auch immer. Es kann alles sein. Aber mich interessiert das zum Beispiel, was passiert, wenn ich in die Schlucht springe oder was passiert, wenn ich mich da reinfallen lasse. Und das ist ein riskanter Weg, aber wo man auch was erfahren kann. Zu dem ich aber gar nicht animieren würde so direkt. Also ich würde sagen, keiner sollte mir an diesem Punkt folgen. Aber ich weiß, es gibt Leute, die es auch machen. Also ich habe keine Antwort, ich weiß es nicht. Aber wer die Konsequenzen nicht will, der sollte da nicht lang gehen. Deshalb steht ja auf deinem YouTube-Kanal auch so ein Haftungsausschluss. Ne? Das Ja. sind alles hier. Das ist keine schreibst du? Das Therapie. dient nur der Unterhaltung. Hast du sowas sogar geschrieben? Ne? Also, Was soll man über das ist diese Erfahrung kein Ersatz erzählen? für eine Therapie. Und bevor ihr das macht, was ich hier sage, geht zum Arzt erstmal. Ja, ich hab mal versucht, über diese Sachen mehr zu sprechen. Alleine. Die dann in diesen Exkursionen in diese Schluchten passieren. Ich glaube, dass es auch wichtig ist, dafür Sprache zu finden, weil mir hat es andersrum geholfen, wenn Leute davon erzählen. Ja. Aber es kann halt immer so klingen, wenn man darüber öffentlich spricht, dass die Leute denken, ah ja, das sollte ich auch machen oder da muss man lang gehen. Also ist ja auch die Frage, was hat man überhaupt davon? Was ist das überhaupt? Ne? Also wo soll das denn überhaupt hinführen? Ich habe jetzt nicht dieses, okay, wenn du kannst diesen Weg zur Erleuchtung gehen, also kann ich nicht behaupten. So. Aber das Gefühl, darüber sprechen zu wollen, hat tatsächlich was damit zu tun, dass ich einfach weiß, diese Erfahrungen können uns auch übernehmen, also die können uns passieren, ohne dass wir da bewusst hingegangen sind, weil wir denken, Embodiment oder Traumaforschung ist so geil, das will ich unbedingt machen oder das ist irgendwie mein Lebenszweck oder das ist eine tolle Gruppe, die das macht. Das ist alles völlig Banane, aber es kann halt sein, dass Leute mit Erfahrungen konfrontiert sind, die durch die Forschung, die an diesen Stellen passieren kann oder auf diese Weise passiert, also durch den Körper hindurch Existenz mehr zu erfahren, blumig ausgedrückt, dass sie mit Gewalten konfrontiert sind, die eigentlich durch diese Forschung, glaube ich, ganz gut erklärt werden können und dass man dann auch ein bisschen zumindest was hat. Man sagen kann, okay, ich bin nicht verrückt geworden, dass ich das hier erlebe, das kennen auch andere und das sind Dinge, die man halt in der Normalwelt so nicht punktiert, aber es heißt nicht, dass sie nicht da sind und deswegen bin ich jetzt hier nicht der einzige verrückte Mensch, der da irgendwelche Sachen sieht oder vernimmt. Das finde ich wichtig, irgendwie. Ich kenne das selber, es ist schrecklich zu glauben, dass man falsch ist in diesem Erleben. Und ich finde es interessant, das zu beforschen, weil es auch natürlich eine völlig andere Perspektive öffnet zur Frage, die für mich eigentlich die zentralste ist, zwischen dem, was wir als pathologisch erklären und dem, was wir als normal erklären. Ja, Diese Art von Gewalt des Klinischen, könnte man sagen, der Klassifizierung, wo wir auch ein bisschen Richtung Thema Sprache und ob sie verblendend wirken kann, von Trudes Theorem, fand ich auch. Also müssen wir jetzt nicht mehr hinreisen, aber diese Erfahrungsräume so existenziell körperlich zu nehmen, da lang zu gehen, das immer als Orientierungspunkt zu nehmen, dieses Körperleben, das stellt unsere Klassifikationsmuster in Frage. Also das sprengt die Berechtigung oder die Selbstsetzung von welchen Dogmatismen auch immer oder von welchen Klassifikationen auch immer. Der Begriff platzt über der Erfahrung weg. Das ist ein reales Risiko, wenn man da lang geht. Aber das kennst du ja bestimmt auch. Ja, klar. Also das gibt's bei so Meditationsretreats, gibt's das, wenn du ins Kloster gehst, da kommen Dinge ans Licht,
Ja. Dann ist die Frage, ist man darauf vorbereitet oder nicht, ne? Wie geht man damit um? Aber wenn du Ja, sagst, man muss bereit sein, auf dem Kissen zu sterben, ja, das hat mich unmittelbar berührt, als ich, glaube, so einen Short ja. gesehen habe, wo du gerade in ein Antaiji Hm, begonnen hast. Da, hm, da habe ich, also ich habe dich das sagen sehen, ähm, hm, und ich habe so ein leichtes Lächeln gesehen. hm, Und da dachte ich, da konnte ich mich sehr unmittelbar mit verbinden. Also es ist ein bisschen auch hm. es ist ein Unbehagen dabei, glaube ich. Also, oder man kann das so Ja, sehen. ja, Aber in ja. dieser Bereitschaft liegt auch so ein bisschen, nicht was Hm, Grimmiges, aber hm, etwas, wo ein tiefes Gefühl dazu, also diese tiefe hm. Bereitschaft vermittelt etwas, dem ich ganz gut vertrauen kann, wenn ich das bei Leuten Ja, wahrnehme. ja, Bei dir habe ich das ja. wahrgenommen. Das war dann direkt so, okay, Hm, hm, ja, da ist eine Tiefe oder eine Bereitschaft zur Tiefe, die ich beruhigend finde, hm, die vielleicht manche Menschen nicht beruhigend finden. hm. Oder Glaubwürdigkeit. Viele Dinge, die du eben gesagt hast, ne, über Embodiment, die haben mich auch erinnert. Ne? Also jetzt sterben auf dem Kissen durchs Nadelöhr gehen, das ist ein Punkt davon, ne? Aber die auch im Zen jetzt eine große Rolle spielen, ne? Etwas durch den Körper zu verstehen sozusagen. Ne? Also oft wird gesagt, und ich glaube, das ist nicht ganz falsch, dass wir im Westen eher versuchen, auf intellektueller Ebene Dinge zu verstehen, ne? Und dann machen wir sie vielleicht mit dem Körper oder wir machen sie nicht. Ne? Aber dass du etwas durch den Körper dir erst erarbeitest oder da reinwächst in die Sache, dass wirkliches Verstehen ein körperliches Verstehen ist und kein intellektuelles Verstehen. Das wird dir im Zen immer wieder gesagt, beziehungsweise es wird so praktiziert und auch die Koans, die in meiner Schule eigentlich eine nicht so große Rolle spielen. Ne? Aber ich besuche ja jeden Sommer den Dirk in Halle, der Koans praktiziert. Ne? Es gibt da die berühmten Koans, was ist der Klang einer Hand. Ne? Zwei Hände, mit denen kannst du klatschen. Zeig mir, was du für einen Klang da siehst oder hörst. Ne? Was ist der Klang einer Hand? Oder diesen berühmten Mönch, auf Japanisch hieß er Gute, ne, der immer, wenn man ihn eine Frage gestellt hat, einen Finger hochgehoben hat. Und irgendwann fing sein Assistent an, das nachzuahmen. Ne, wenn Besucher kamen und sagten, was lehrt denn dein Meister? Ne, dann hielt er auch den Finger hoch. Und als der Meister es hörte, rief er seinen Assistenten zu sich und hackte ihm den Finger ab. Ne? Und er schrie und lief raus und da rief ihm der Meister nochmal zu, hey, hey. Ne? Und als er sich umguckte, hob er den Finger hoch und in dem Moment soll der Assistent, sein Schüler, erleuchtet worden sein. Ne? Und die Frage, auf die man dann antworten muss im Koanraum, was bedeutet das, wenn Gute einen Finger gehoben hat? Was will er damit ausdrücken? Ne? Was ist die Bedeutung davon? Ne? Und die Leute denken dann erstmal eine Weile nach, aber es geht eben darum, ne? Embodiment sozusagen. Ne? Wie verkörperst du das? Wie verkörperst du das? Ne? Oder wozu erwachte der Schüler in dem Moment, wo ihm der Finger abgehackt wurde? Ne? Was hat er da erkannt? Der Name fiel am Rande, Pina Bausch. Ist das nur eine zufällige Namensähnlichkeit oder gibt es da auch eine Seelenverwandtschaft oder tatsächliche biologische Verwandtschaft? Nein, das nicht. Ich sage immer diesen dummen Spruch, wenn mich jemand nach der Sache fragt. Wir haben eine Sache Ja. gemeinsam, das ist das Rauchverhalten. Wir rauchen. Aha. Also sie lebt ja nicht mehr, aber ähm, Ja. da, da, da ist was und ich Was für ein Rauchverhalten ist das? Wie ein Schlot oder sich oder rauszunehmen, wie zu raucht rauchen, ihr? wenn man das möchte. Und manchmal ist es Also, viel. Und beim Arbeiten zu rauchen vor allem. ja, Das ist ja. ja, also, wenn man so alte Aufnahmen sieht, da sieht man, dass sie halt mit ihrer Tanztruppe ähm, übt und dabei halt irgendwie so eine Zigarette in der Hand hat. Ja, ja. Ja, das äh, kann ich schon, also muss ich zugeben. Das geht mir auch so. Okay, Ähm, okay. ja.
Und sonst, also es gibt natürlich so ein paar, also es gibt ein Interesse an ihr. Und wenn man immer wieder auf so einen Namen angesprochen wird und auf mögliche Ja, Verbindungen ja. immer sagen muss, ich habe keine Ahnung, von was ihr sprecht, dann ist das irgendwann natürlich auch doof. Aber ich habe so ein Buch mal geschenkt bekommen, wo Gespräche, also O-Ton heißt das, O-Töne. Da ist so ein Ja, Goldfisch drauf. Cooles ja, Buch. Ähm, ja, Das habe ich noch gar nicht weit gelesen. Ich kann immer wieder nur das erste Gespräch lesen, wo sie ja, ja. eigentlich könnte man sich die Frage stellen, ob das nicht eine eigene spirituelle Praxis ist oder irgendwie ein bisschen was von Zen hat. Ähm, Ja. also können wir uns intern vielleicht irgendwie mal, kann ich dir ein paar Sätze von vorlesen oder sowas. Aber jetzt, also kann Mhm. ich glaube ich nicht hier machen. Ähm, Wegen Copyright oder ja, wie? oder müsste ich mal fragen. Also das wäre Ja, natürlich okay, interessant. du bist ja immer sehr genau, ja. Inzwischen. Sonst hätten wir auch Borges vorlesen können, ne? Aber dann hättest du wahrscheinlich wieder den Verlag kontaktiert und dann hätten wir wochenlang Das kann gewartet, ja auch bis wir sehr eine schön Antwort kriegen. sein, wie wir bei so kommen. Also ich fand das auch Ja, schön. ja, Wir ja, müssen dann halt nur so ein bisschen warten mit der, also das hat Einfluss auf unseren Arbeitsprozess jetzt mit dem Hochladen. ja, Aber ja. da geht es auch darum, ähm, nicht über etwas nachzudenken und allzu viel zu reden, sondern zu versuchen, es zu Hm, verstehen, indem man dem so nahe kommt, wie man nur kann. hm, Und das, das ist so eine, also bei Menschen, die darauf hinweisen, ob das du bist oder ob das jetzt hm, Pina hm, Bausch ist oder irgendjemand anderes, hm, ähm, oder etwas, wo ich hoffe, dass ich das versuchen kann oder dass da irgendwie, also diese Art von Funke überspringt. Was man da erzählt, ist ja einerlei, aber dieses immer wieder, du musst da, es geht um dich, du musst das erfahren. Es geht nicht darum, das intellektuell toll zu umkreisen oder sich darin gut zu fühlen, das besonders schön ausgedrückt zu haben, sondern, also hm, das, hm, eigentlich hm, darf man hm, sich daran nicht beruhigen. Die hm. Sprache, die Sprache ist dafür da, dass wir unruhig bleiben. Die Begriffe passen nie ganz. Es ist, ne, man Ja, weiß ja, nicht, adoptieren oder adaptieren, was heißt das überhaupt? Das ja, ist für mich auch ja, ja, Praxis, wenn du sowas ja, in den Raum ja. bringst. Was meinst du überhaupt damit? Was heißt Hm, eigentlich hm, hm. basal? Das ist doch nicht Ja, selbstverständlich so. Und das ist eine tolle Kunst der Kommunikation, das zu machen. Also zu sagen, Moment mal, ich weiß nicht, was du meinst. Ich könnte jetzt verständig nicken, aber hm, 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 eigentlich will ich dir doch näher kommen oder ich will dem, was du da sagen willst, näher kommen. Und das ist wie eine hm, reinbeißen hm, in den Mond. Nicht nur den Mond bemessen und dann zu hm, glauben, so ist er, sondern hm, so sehr berühren, wie es nur geht, auch wenn du den Mond gar nicht anfassen kannst. Ist ja zu hm, weit weg, aber und der Mond steht ja für was. Aber ich glaube, das ist der Punkt, wo Sprache kann das nicht. hm, Die Erfahrung, das Erleben, der Zustand, was auch immer, ne? hm. Wo man darauf ausgerichtet ist. In die Richtung, Mhm. in die man die Segel setzt. Nur der Kurs, also irgendwohin will man halt schon. Aber Ja. dahin kommen die Worte nicht. Aber man kann sie benutzen, um zu stupsen, um die Richtung so ein bisschen anzuzeigen. Oder vielleicht sind die das Ja, Segel. mm. Aber es geht um Also den das Wind. Thema, ne? Das Thema kam auf in der Kommentarspalte, ne? Ja, Ist Sprache der Grund unserer Verblendung? Ich gucke noch mal genau, ja, wie der gerne. Kommentar lautete. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr das Thema Sprache behandelt. Inwieweit verursacht Sprache unsere Verblendung? Muss Sprache zu Verblendung führen? Gibt es ein Bewusstsein jenseits von Sprache? Du hast jetzt schon darüber gesprochen, ne? Also interessant insofern, weil Sprache klingt ja jetzt schon fast wie das Gegenteil von Embodiment. Ne? Sprache führt uns hoch auf intellektuelle Ebene. Wir packen die Wirklichkeit, der wir begegnen, in Begriffe. Wir nennen das eine Schmerz und das andere, was weiß ich, Wärme und so weiter. Ne? Aber je mehr wir auf der begrifflichen Ebene sind, desto weniger spüren wir das, diese tatsächliche Wahrnehmung. Ne? Also Ja, ich weiß nicht, wie es im Embodiment ist, ne? Aber
Teil des Weges ist ja auch, diese ganzen Begriffe erstmal loszulassen. Und wie fühlt sich das an, bevor du sagst, ich spüre da einen Schmerz im Knie oder was auch immer, ne? Was spürst du wirklich, bevor du es Schmerz nennst, ne? Oder bevor du sagst, es ist warm oder kalt? Wie fühlt es sich an auf der präverbalen Ebene? Und Sprache holt uns dann sozusagen in die andere Richtung raus. Du sagtest eben, Sprache reicht eigentlich gar nicht ran an das, was hier in diesem Moment passiert. Aber es kann einem manchmal die Richtung weisen. Interessant fand ich das Thema, weil ich meine, wir haben ja jetzt mehrere Male gesprochen, jedes Mal über 2 Stunden. Man hört ja an, dass die Sprache auch wichtig ist, ne? Und wir sprechen über Texte. Sprache kann sogar manchmal heilend wirken, ne? Also alles, was ich eben gesagt habe, klang eher so, es ist, und was der Fragesteller da andeutet, Sprache bringt uns in die Verblendung. Wir müssen lernen, weniger zu sprechen und vielleicht mehr auf das, was wir fühlen, achten, ne? Oder das, was da wirklich wahrgenommen wird. Und das ist eine Seite der Wahrheit vielleicht, aber oft sind Worte auch ja tatsächlich heilend, ne? Das war eine Sache, die mich interessiert. Ne? Kann Sprache nicht auch ein Weg sein zur Heilung, besonders dann, wenn es gesprochene Sprache ist, wie bei unseren Gesprächen. Ne? Das ist ja nicht nur die Worte, die eine Bedeutung haben, sondern das ist eine Stimme, in der viel mitschwingt. Und diese Stimme kann heilend sein, einem Lied zuzuhören, selbst wenn du den Text nicht verstehst. Die Stimme allein kann heilend sein, ne? Das heißt, es gibt diese wirklich wunderschönen auch Seiten von Sprache. Es ist nicht nur Verblendung, sondern eben auch manchmal der Weg aus der Verblendung. Und dann halt die Frage, ist Bewusstsein immer an Sprache gebunden? Zumindest sind mir schon einige begegnet, die genau das behauptet haben, ne? Also ohne Sprache gibt es kein Denken. Und ich habe mich da immer gefragt, stimmt das wirklich? Denn als ich noch früher an der Schule war, ne, ich habe mich viel mit so mathematischen Problemen beschäftigt und es kam immer wieder vor, dass ich ein Problem gelöst hatte, aber ich brauchte oft Tage oder so, um das wirklich auszuformulieren, ne? Das heißt, die Lösung war da. Ich wusste genau, dass ich die Lösung gefunden habe, aber ich hatte keine Worte dafür, keine Begriffe oder auch keine Zahlen. Das dauerte dann eine Weile, ne? Das heißt, ich bin irgendwie so ein bisschen auf dem Standpunkt, es geht auch ohne Worte, ohne Sprache. Aber wie denkst du darüber? Zum einen, ob Bewusstsein auch ohne Sprache geht oder ob das, was wir jetzt präverbal nennen, ist das vielleicht auch irgendwie schon sprachlich, ne? Protosprachlich, protoverbal. Und die andere Frage wäre der heilsame Aspekt der Sprache. Ja, also die Möglichkeit, dass Sprache heilt, die Ja. existiert, glaube ich, nur, Mhm. weil sie nicht ein fixiertes, universales Klassifikationssystem ist, in dem jedes Phänomen einen Namen bekommt, wie wir das bei Borges hatten, ne? Diese Die Tiere, die dem Universalsprache. Kaiser gehören und die einbalsamierten Tiere und die Tiere, die die Vase umgestoßen Ja, haben und streunende Hunde und genau. Tiere, die in diese Kategorie gehören Das und Taxinomische, so weiter. die Ja, ja. Aufzählung, das, jedes Ding Hm, bekommt einen Namen. hm, Das sind ja Fantasien gewesen, also auch in dieser hm, Zeit, um die es geht. Ähm, hm, und das sind, glaube ich, auch Dinge, die uns heute noch geblieben sind. Also hm, wir wollen für jedes Phänomen ein hm, Wort hm, finden und diese Sprachsysteme, hm, diese Klassifikationen, diese, man könnte auch sagen, Identitäten oder Identifikationsnamen, was auch immer, werden immer hm, verfeinerter und immer mehr Unterscheidungen und das, also alles okay. Aber wenn das verwechselt wird hm, mit der Wirklichkeit, also wenn man das so genau macht, ist die Verwechslungsgefahr zwischen dem System, in dem sich so eine Sprache oder eine Ordnung, könnte man sagen, errichtet, und hm. dem, was sie beschreiben soll, was sie greifen soll, Ja, ja, wofür sie ja, dient, worauf ja. hinzuweisen ist. Das ist einfach aufeinander irreduzibel. Das ist einfach nicht dasselbe.
Und dann kommt ja. es in Kulturen Hm, leicht vor, dass sie hm, glauben, also dass sie vom Sprachsystem ausgehen, von dem Ideensystem, von der Episteme könnte hm, man sagen. hm, Also was wissen wir über hm, die Welt? Dass sie sich nur darin bewegen und gar nicht mehr, also völlig vergessen, dass die hm, Wirklichkeit hm, lebendig ist. Lebendiger hm, als ein hm. Sprachsystem. Ja, ja, ja. Auch wenn es Veränderungen in der Sprache gibt, was ja auch Hm, darauf hinweist, es hat schon auch was miteinander zu tun und es ist nicht hm, eine Ideenwelt, in der alles benannt werden kann und dann ist das genau wie, also passt das genau hm, zur Wirklichkeit. Deswegen suchen wir, deswegen gibt es verschiedene ideengeschichtliche Phasen und also völlig andere Episteme. Ähm, also da habe ich jetzt von Foucault mit diesem Episteme. Also es ist wirklich so, was können wir wissen über die Welt oder wie denken wir hm, überhaupt hm. in einer Zeit über alles. Was bedeutet Epistem? Episteme ist, also ich kenne das von Foucault, von der Ordnung der Dinge, wo ich ja auch überhaupt Ja, diese Taxonomie, also ja, diese Borges-Geschichte herhabe. Und da geht es ja, auch um die Heterotopien. Und Episteme sind, soweit ich es richtig verstanden habe, die Zugänge, die ja, Menschen in drei verschiedenen historischen Phasen, von denen, also die Foucault historisch beschreibt, in die Ordnung der Dinge, ähm, die Art und Weise, wie sich Menschen in ihrer Sprache, also der analysiert die Diskurse, der guckt sich die Quellen ja. an, geht in die Archive und sagt immer, so würde über das, was wir heute Biologie nennen, das, was wir Ökonomie nennen und das, was wir Hm, Philosophie zum Beispiel oder Wissenschaft, Mathematik, Logik nennen oder Sprache. Ähm, hm, Das wird dann in den verschiedenen, man könnte sagen, Epochen, ich glaube, das nennt er gar nicht so, aber also zeigt schon auch Zeiträume, in denen hm, eine bestimmte Episteme da war. Also das ist eigentlich die Art, wie sich Wissen formiert. Was hm, Wissen über bestimmte den Menschen betreffende Lebensbereiche, wie sich Wissen ansammelt, wie man damit umgeht, wie man über bestimmte Probleme diskutiert, was man überhaupt mhm, festhält, was vielleicht weggefallen ist. Der zeigt bei allen, also jetzt in dem Fall für die Renaissance, für die Klassik und für die Moderne, könnte man sagen, zeigt er jeweils die Episteme und die müssen hm, immer irgendetwas ausschließen. Also die sind immer hm, irgendetwas nicht, hm, irgendetwas anderes. Irgendetwas muss weggeschnitten werden, damit das System in sich funktioniert, mhm, indem man könnte mhm, sagen, sich eine Kultur weiß oder eine hm, Kultur Wissen über sich, über, aber die Welt sozusagen, ähm, als System denkt. Und das hat Auswirkungen auf die Lebensweisen, also auf die Art und Weise, wie strukturieren wir Kultur, wie strukturieren wir Politik. Je hm, nachdem, wie das aufgebaut ist es in der Renaissance ganz anders. Es ist eher als Serie, als Kommentar gedacht. Das eine kommentiert das andere. Aber die Wahrheit wird von Gott gegeben. Gott ist das andere. Das können wir als Menschen nicht sein. Also ist Gott hm, das, woran wir uns konstituieren in der Renaissance. Oh Gott, wie weit soll ich da jetzt einsteigen? Ich gehe nicht so hm. weit rein. Also Epistem ist ein Zugang zur Welt. Ja, also es hat was Ein mit der Zugang Frage, wie zur sich Welt. Wissen generiert, glaube ich, zu tun. Ja, ja, ja. Das Wie es ist ja sich auch die verhält. Epistemologie. Ja, Genau, ja, ja. Und ja, das ist aber wichtig, weil er zeigt, diese Systeme, die Episteme können sich verändern. Ich finde, das ja. ist das Hauptargument. Also, wenn er in die Geschichte guckt, sagt er, okay, ich kann hier Disruptionen, Momente, wo das unterbrochen wird und ein neues System anfängt, zeigen. Mhm, Das beweist ja, dass es immer Veränderungen gegeben hat in diesen auch beschreibbaren Ordnungen, könnte man sagen. Das heißt aber auch, dass heute, also bei ihm waren es dann die 60er, dass das auch nur eine Episteme ist. Und dass es etwas gibt, das können wir nicht denken, wenn wir uns nur innerhalb dieser Episteme befinden und wenn wir ja, das für die ja, ganze Wahrheit halten. Ein Stück weit ja, halten wir das für die ganze Welt, aber dann kommt irgendjemand und stellt irgendeine wichtige Frage, die sagt, ja. okay, jetzt ab von hier aus müssen wir anfangen, das anders zu denken. Also dann ändert sich was. Also ist jetzt nicht immer eine Person, aber da gibt es Entwicklung Hm, und Brüche eben. Da gibt es richtige Brüche. hm, Das heißt, heute, jetzt wir beide reden hier, Menschen hören hm, uns, wir sagen Worte und das ist auch gut, dass etwas darin verstanden wird, aber wir sollten uns nicht zu sicher sein.
Hm. Denn es könnte sein, dass sich längst was angekündigt hat, und das beschreibt Foucault mit der Boden unter unseren Füßen, der zittert, der brodelt. Also wir laufen natürlich auch immer über unsicheren Boden, wenn wir, also wir sollen nicht glauben, dass wir die Wirklichkeit beschreiben oder alles beschreiben. Ja, Das Problem ist aber, wenn wir ja, das tun, wenn wir, wenn wir zu sehr glauben, dass unsere klassifikatorischen Systeme ja, die Wirklichkeit bannen können im Prinzip, dann fangen wir an, die Gestaltung des Miteinanderlebens mit diesem Planetenleben, all das, ja, nach dem auszurichten, was uns zum Beispiel ein Wissenschaftsdiskurs vermittelt. Das ist eine ja, eigene Forschungssprache oder eine eigene Sprache. Aber wenn wir die zum Beispiel als dogmatisch nehmen und sagen, das beschreibt alles, wir können jetzt alles messen, wir können jetzt alles wissenschaftlich begreifen, dann nehmen wir das, was da teilweise auch unter Lücken oder unter Kontingenzen gesagt wird oder unter Vergessen, dass man auch reflektiert, wer da eigentlich über was forscht, hm, dann kann das alles okay sein. Aber sobald wir Humanwissenschaften haben, also Wissenschaften des Menschen über den Menschen, hm, ja, ja, äh, müssen wir aufpassen, weil wir da hm, über etwas reden, was wir selber sind. hm, Und diese hm, 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 Befangenheit, also es ist ja wirklich sehr grob, aber diese Befangenheit, wenn die vergessen wird, dann werden wir natürlich auch gewaltvoll. Also hm, dann hm, glauben wir uns selbst klinisch betrachten zu können. Und ja, ich glaube, das ist heute ein starkes Phänomen. Auch gerade da, wo hm, Leute glauben, dass sie sehr human und sehr menschenfreundlich sprechen oder miteinander umgehen oder denken oder Räume bauen. hm, Da hm, beobachte ich häufig diesen selbstverständlichen Umgang damit, dass die Benennungen identisch sind hm, mit hm, dem, was der Mensch alles so ist. Und da sehe ich eine mhm, Riesenverwechslung, weil da spiegeln sich nur noch Identitäten. Man achtet mehr auf die Identitäten als auf das Lebendige. Man hat Angst vor dem Lebendigen vielleicht teilweise schon, weil man sich so daran, weil man Sicherheit daran finden soll, wie man jemanden ja, nennt oder ne, wie jemand sich hm, selbst eine Rolle gibt, könnte man sagen. hm, Und wir hm, vergessen, dass diese Unruhe vielleicht auch unseren Versuch der Klassifikation erst ausgelöst hat. Wo kommt das eigentlich her? Und da, glaube ich, hm, ist Verblendung äh, durch dieses zu extrem über die Sprache gehen oder die Sprache zu ernst hm, nehmen, ja, sehr möglich und passiert real. Das kann auch in der ja, ja, Spiritualität passieren. So. ja, ja, Wenn man alles von den Worten aus dann versucht zu beurteilen. Aber ja, eigentlich heißt es, wir nehmen Sprache nicht ernst genug, weil hm, hm, Sprache Syntax zerbricht Worte, wie bei Borges, wenn wir das da haben. Oder wenn du hm, fragst, was heißt eigentlich basal und wir wissen es gar nicht genau. Sprache will eigentlich die ganze Zeit auf dieses Unbehagen verweisen. hm, Also Sprache hm, ist ja fast hm, gespenstisch hm, darin. ja, Und wenn wir uns versprechen und all diese Sachen. Also und alles kann Sprache sein. Das muss nicht Wort sein. Das kann auch Bewegung hm, sein oder so. hm, Aber Sprache ist sehr mystisch, denke ich. Das hm, Potenzial hat sie. Und da gibt es ein Sprechen, das kann darauf hinweisen. So, seid euch nicht zu sicher. Das ist das Sprechen, hm. was nicht verblendet macht, sondern was eher anregt, ähm, aktiv zu bleiben. Wie siehst du das? Ähm, Ähnlich. Kennst du diese Geschichte auch von Borges? Ich habe jetzt vergessen, welcher Text das war, von einer Karte, ne? Und die Frage, können wir theoretisch eine Karte machen von der Welt, die alles genauso Ja. darstellt, wie die Welt tatsächlich ist, ne? Denn die meisten Karten, die wir haben, die sind ja verkleinert, ne? Aber wir könnten ja theoretisch eine 1:1 Karte machen und jedes Staubkörnchen exakt an dem Punkt einzeichnen, wo die Karte ist. Was würde dann noch die Karte von der Welt unterscheiden, ne? Und naja, es gibt einige Unterschiede. Zum einen, die Karte ist ja nur visuell, du hast keine Klänge, keine Geschmäcker da, ne? Aber noch wichtiger ist, in dem Moment, wo du die Karte machst, du hast ja nicht nur die Welt, du hast ja auch die Karte in der Karte. Aber die Karte ist nicht Teil der Karte, ne? Du hast auch nicht, wo ist der Typ, der die Karte gerade zeichnet? Der ist ja auch Teil der Welt, aber du findest ihn nicht auf der Karte, ne? Du müsstest sozusagen eine Karte haben, die ständig sich neu produziert, ne? Und das
diese Metapher, ne, von dieser Karte, die die Welt eins zu eins wiederzugeben versucht. Ich glaube, das hast du eben sehr schön ausgedrückt. Und da sind halt auch die Grenzen der Wissenschaft. Ne? Ähm, Du wirst nie rankommen, selbst Epistemologie, ne, also Erkenntniswissenschaft, Erkenntnisforschung, ne, selbst wenn du wüsstest, theoretisch, wie wir mit diesen 5 Sinnen die Welt wahrnehmen, das wäre ja nicht die Wahrnehmung, die in diesem Moment gerade passiert, ne? Ähm, Das wirst du mit Worten nie kartografieren können. Ja, Deshalb ja, also das ist auch eine Metapher, die ich gerne verwende. Ne? Leg die Karte aus der Hand und guck dich um in der Landschaft, ne? Die du ganze Zeit vergessen hast, weil du den Kopf immer in die Karte gesteckt hast von der Landschaft. Ne? Du ja, glaubtest zu wissen, wo du bist, aber so wie jemand, der auf der Straße läuft und er sieht auf seinem iPhone gerade Google Maps, er glaubt zu glauben, wo er ist, aber dann läuft er in Laternenpfahl rein, in so ein, wie nennt man das? Laternenpfahl? Keine ja, Ahnung. Er stößt sich den Kopf, weil er war eben doch woanders. Ne? ja. Klar, Google Maps hat ihm genau gesagt, wo er ist, aber den Laternenpfahl hat ihm Google Maps dann doch nicht gezeigt. Und im Moment, wo du, das ist auch so ein bisschen der Scheiter, ne? Du rammst den Kopf und hier war ich, ne? Und du findest dich wieder in der Welt. Das ist auch das Schöne am Scheitern, ne? Wenn man auf die Nase fällt oder sich die Nase blutig schlägt, ne? Das können auch Erwachenserfahrungen sein, ne? Wenn einem die Karte mit Gewalt aus der Hand gerissen wird, ne, von so einem Blitzschlag, kann das auch manchmal sein, ne? Donnerschlag. Vielleicht ist das bei der Meditation auch was, oder? Also auch wenn du sitzt, Auf dass alle die Fälle. Momente, in denen dir auffällt, dass du Genau. denkst, die Momente, in denen es irgendwo am Knie juckt oder irgendwas zu Ja, laut ist, die Momente ja, sind, wo es eigentlich drauf ankommt. Das kann dich genau. Genau. zurückholen in die Bewegung wieder hinzu oder wieder zurück oder sowas. Dass man sich Genau, nicht im genau. Sitzen gefällt. Ja, ja. Der Dogen sagt irgendwie, wenn du nach dem Weg suchst, du musst dir wünschen, dass dir der Weg in den Weg kommt. Der hat ja diese paradoxe Formulierung, ne? Ja, Der Weg kommt dir in den Weg, ne? Und normalerweise, wir wollen ja die Hindernisse aus dem Weg räumen, wenn wir auf dem spirituellen Weg sind, ne? Da sind so viele Hindernisse, ne? Entweder in eine andere Richtung gehen, wo keine Hindernisse sind, oder proaktiv werden und die Hindernisse aus dem Weg räumen, ne? Und ich gestalte mein Leben, ne? Ich führe mein Leben so, wie es mir passt, ne? Oder ich suche den Weg nach innen und da gibt es ja gar keine Hindernisse. Die Hindernisse sind ja nur da draußen, ne? Und Dogen sagt, du musst dir wünschen, dass dir der Weg in den Weg kommt, ne? Also, weil in dem Moment, wo du stolperst, da findest du dich ja erst auf dem Weg, ne? Oder was du eben gesagt hast, das sage ich auch oft, ne? Du merkst, du ertappst dich beim Meditieren, dass du in Gedanken warst, ne? Und im nächsten Moment sagst du, ach Mist, schon wieder. Ich muss schnell zurück. Ich muss jetzt schnell zurück ins Hier und Jetzt. Aber in dem Moment bist du doch schon im Hier und Jetzt. Du hast minutenlang, vielleicht sogar stundenlang nachgedacht und warst dir gar nicht bewusst, ja. dass du denkst. Ne? Du warst so mit deinen Gedanken beschäftigt, dass du vollkommen vergessen hast, ich denke. Und in dem Moment, wo du merkst, ich war in Gedanken, plötzlich ist es dir peinlich, du versuchst dich zu verstecken. Dabei ist doch das genau, was man Achtsamkeit oder Aufmerksamkeit oder meinetwegen auch Aufwachen nennen kann. Ne? Ich war in Gedanken. Ne? Oder eben das andere Beispiel genauso richtig, ne? Mir tut das Knie weh, ne? Und du Ja. wünschst dir, wenn mir nun das Knie nicht wehtun würde, dann könnte ich endlich richtig meditieren. Nein, nein. Das ist doch gerade das Schöne, ne? Dass du das Knie spürst, ne? Oder dass ein Auto, das vorm Fenster vorbeifährt und du ärgerst dich. Hätte mich der nur nicht gestört, ne? Ich hätte so tief in Samadhi vordringen können. Nein, in dem Moment bist du doch an dem Ort, ne? Du hast das Auto gehört und endlich zurück von der Karte, ne? Ist dafür auch das mit den Schlägen da? Also beim Rinnsei zum Beispiel?
Ja, das ist eine Frage, die immer wieder gestellt wird, ne, weil es halt auch geschlagen werden, ne, bei vielen Menschen ruft es sehr, sehr viele unangenehme Erinnerungen hervor, ne. Ist das eine Strafe dafür, dass ein Mönch sich bewegt hat oder geschlafen hat? Oder manche Leute sagen, es hilft ihnen, die Schultern zu entspannen, ne, wobei dann auch immer wieder andere sagen, nee, also ein Gewebe, das du schlägst, das entspannt sich nicht, das ist Blödsinn. Ne? Aber ich habe das auch selber oft so erfahren. Ne? Du wirst geschlagen und da löst sich was komischerweise. Ne? Also wie das jetzt auf physiologischer Ebene ist, weiß ich nicht. Ne? Also mir ist auch schon das Gegenteil gesagt. Ne? Also geschlagenes Gewebe kann sich nicht entspannen. Aber und es weckt dich natürlich auf, wenn du vor dich hin döst. Ne? Du bist in dem Moment, wo du geschlagen wirst, bist du wach. Ne? Und in der Regel bei uns, jetzt in Anführungszeichen, also bei uns in Europa, in Amerika, du musst drum bitten, damit du geschlagen wirst. Also du wirst jetzt nicht spontan einfach so aus dem blauen Himmel heraus sozusagen geschlagen. Ne? Aber das ist in Japan auch manchmal der Fall. Und natürlich sind das dann die Momente, wo das Aufwachen besonders intensiv ist. Ne? Wenn du drum bittest und dann wirst du geschlagen, genau auf die Stelle, wo du glaubst, dass du geschlagen wirst, dann ist natürlich die Überraschung und der wieder zurückkommen in diesem Moment Effekt kleiner, als wenn es plötzlich aus dem heiteren Himmel heraus, ne, trifft dich der Stock. Ähm, aber das ist halt schwierig bei uns, ne, weil dann wirst du verklagt Ja, hinterher und das will keiner, ne? man könnte auch sagen, wenn du fällst, wenn du stolperst. Ich habe mir letztens das Knie aufgeschlagen. Mm, Und mm, das war mm. auch nicht nur schlecht. Also Genau, dieses auch ja, einfach Wissen verwundet werden können. Der Boden hat einen ja geschlagen oder man selbst den Boden und hat sich genau, daran verletzt. genau. Aber das holt Mm, einen auf eine Art und Weise auf einer ganz anderen Ebene zurück. mm. Und, Genau, da haut's hin, ne? Da haut's dann ja, hin. ja, jetzt sind wir wieder da. Ja, ja, Der Kreis, ja, der ja. sich vielleicht nicht ganz schließt. Ja, voll. Hörst du jetzt die Umgebungsgeräusche von mir? Nicht sehr stark, aber du bist nicht ganz Aber so ein laut bisschen auf was meinen hörst du, Kopfhörer. ne? Sag noch mal was? Ja, ich sagte, ein bisschen was hörst du schon und ich habe dann das Mikro auf das Fenster hingehalten. Da sind so Kinder auf dem Schulhof nebenan, die kannst du aber nicht hören, oder? Du hörst den Schulhof nicht. Ich hör ein bisschen was von der Draußenatmosphäre. Warte, ich versuche auch Okay, mal okay. was. Vielleicht können wir auch ein paar Vögelchen anfangen. Hörst du was von draußen? Ah, ja. Ich höre die Vögel, ich höre sie. Ja, ja. Ja, ich höre die Vögel. Ja, schön, schön. Dann mache ich bei mir noch das Fenster auf, dass wir mehr von dem Kindergeschrei hören. Oh ja, Was hörst du? ja. Uh, das ist wie in einem Schwimmbad, die sind ja richtig gut drauf. Ja, also tatsächlich die Schule hat auch auf dem Dach ein Schwimmbad. Ne? Das ist Ha. allerdings jetzt um diese Jahreszeit noch nicht auf. Ne? Aber im Sommer, da hört man die dann auch auf dem Dach, ne? Wenn die Schwimmunterricht haben. Ja, ja. Jetzt ist gerade Mittagspause. Ne? Also in Japan ist ja Ganztagsschule, die haben wahrscheinlich gerade zu Mittag gegessen und jetzt haben sie eine halbe Stunde, wo sie dann auf dem Sportplatz irgendwie bolzen dürfen und sowas. Ne? Was wir für ein Glück haben, dass unser Versuch genau in die Zeit fällt. Dass wir Ja, uns mehr ja. von der Atmosphäre geben.
Bei dir ist es jetzt auch schon bald 6:30, ne? Also Ja, langsam kommt so die Welt wieder in Bewegung, ja. ja, es ist diese Zwischenphase, wenn das alles, was weiß ist, blau ist und alles, was, also alles ist ein bisschen blau. Ich finde das gerade echt krass, wie bei mir das Vogelgezwitscher und bei dir die Schule, also die Kinder. Also ich bin mit einem Teil bei mir im Garten und mit dem anderen an dieser Schule und natürlich auch irgendwie, dann ist deine Stimme da und da ist der Raum. Also es ist wie an Ja, verschiedenen ja, Orten gleichzeitig gerade zu sein, weil wir das so mitnehmen. ja, ja, Das ja. ist echt krass, also wir sind so weit voneinander entfernt, aber gerade habe ich das Gefühl, die Räume sind miteinander. Das finde ich total krass gerade. Also hören kann das. Hören kann Entfernungen Hm. so stark überbrücken. Wurde ich früher immer wieder gefragt, was ist diese Big Bang Melodie, ne? Also das gehört auch zum Big Ben in London, ne? Das ist irgendwie ist das jede Schule? Also zumindest die Grundschule nebenan, das ist die Schulglocke, ne? Ich habe das Wahrscheinlich letzt, fängt jetzt gleich der, ja. wahrscheinlich fängt jetzt gleich der Nachmittagsunterricht an. Ich habe das letztens beim Bäcker gehört. Also ich war beim Bäcker und dann Also, kam diese Big Ben Melodie, als die Brötchen ja. fertig waren, als der Ofen ausging. Da dachte ich, ja, irgendwas hat es, also wenn du davon jetzt erzählst und ich habe gesagt, irgendwie hat es doch was damit auf sich, dass diese Melodie die ganze Zeit kommt. Ja. In meinen ganz alten Videos, da hört man die, noch als ich noch kein Mikro hatte, ne, da hört man ab und zu mal diese Big Ben Melodie. Ja. Und die Müllabfuhr, hat auch eine bestimmte Melodie, ne, wenn die kommt, um den Müll abzuholen. Ich habe jetzt vergessen, was das war. Ne. Und auch je nach Stadt verschieden. Ne. Also einer meiner Zuschauer, der kannte sich sehr gut aus. Ja. Das ist die Müllabfuhr von Osaka. Ne. Die klingt so. Ne. Ja, und die ist nicht weniger wichtig als das, was wir hier in diesem Raum machen. Das ist irgendwie auch das Schöne Ja. am Ja. Lärm, sogenannten.
Hast du dich viel mit, das ist auch so ein Philosoph, wo ich nicht ganz sicher bin, wie man ihn ausspricht, aber Zizek, Slavoj Habe ich mich Zizek gar nicht beschäftigt? mit beschäftigt, Gar nicht. tatsächlich. Nee, Ach so, okay. total verpasst. Aber da gibt es ein paar. Ich bin nicht gut Ah, da bist gebildet. du zu jung für. Ja, ja, Nee, bin ich oft drauf gestupst worden. Aber es ist manchmal so wie mit Bands, wo ja, alle sagen, hör das mal an. Wo ich dann, ja. nee, nee, also wenn ich damit in Berührung komme, dann stolper ich da schon selber ein. Oder bin ich manchmal ein bisschen störrisch, ein bisschen eselig. Okay. Ja, Aber es wäre ja. bestimmt voll interessant, aber also bis jetzt ist es nicht dazu gekommen. Ich bin nicht sehr gebildet. Nee, es gibt so ein paar, die finde ich dann interessant, aber auch da Ja, bin ja. ich keine Expertin, Hm. aber hab ja nicht mal mein Studium Okay, abgeschlossen also. oder so. Aber das ist, Hm, hm, hm. Ja, ja, also ich weiß gar nicht, warum ich dich gefragt habe, ne, aber ähm, in vielen Aspekten ist er so ein bisschen der Gegenspieler von Sloterdijk, aber er ist ihm auch sehr ähnlich. hm, Insofern als das Gefühl da so einer, ja, eine menschliche Sprachmaschine sozusagen zuzugucken, ne, wie sie fabuliert, aber es macht auch Spaß, ihr ja, zuzusehen beim Fabulieren, ne, wie es so aus ihr sprudelt heraus, ne, und man fragt sich dann manchmal, war das jetzt auch wirklich alles so, hatte das wirklich so viel Substanz oder war das auch Schaumschlägerei, um jetzt an den Titel eines deiner letzten Videos anzuknüpfen, war das zum Teil auch Schaumschlägerei, aber selbst wenn es zum Teil Schaumschlägerei war, das kann man ja auch so ein bisschen wie Kinder, die im Wasser planschen, ne, genießen. Ähm, mh, naja, was weist mehr darauf hin, dass wir es häufiger mit Schaum zu tun haben, als wir meinen, auch wenn wir über Sprache, Philosophie, also Texte und all das, Systeme reden, über Ideen, haben wir es, ja, glaube ich, also irgendwie auch immer ein bisschen mit Schaum zu tun und ja, oder unsere ja, Selbstvorstellung, unsere Bilder. Also ich ja, glaube, das hat vieles, die Struktur davon, nur nicht alles weist darauf hin, sondern manche suggerieren, ja, das ist hier ganz also linear verstehbar und total logisch, ein völlig konsistentes System. Also, und der mh, Schaum, mh, das ist ja mh, das mh, Interessante, wenn mh, jemand so ein bisschen verschäumt spricht, ja, ähm, kann das sein, dass der Mensch das nicht merkt, dass er da die ganze Zeit Wolken und Blumen produziert? Aber sowohl bei ja, Sloterdijk als auch bei Zizek kann ich mir das dann auch vorstellen, dass ja, da eigentlich diese Brutalität hinter ist von, ich mache dir hier ein Angebot, aber darunter ist ein doppelter, du fällst auf den Boden, ja, wenn du dich versuchst, auf dem Schaum auszuruhen. Und mh, bei Sloterdijk finde ich mh, es auch, du läufst über diese aufgehenden Blüten von Bedeutung und alles, du bist total stimuliert von diesem, das Neologismen und diesen ganzen Sachen. Aber ja, ja, eigentlich ja, ist darin auch was, wo er dann selber, denn vielleicht kommen wir da irgendwann auch mal in diesen zur Welt kommen, zur Sprache kommen, nennt er sich selber einen Unterhaltungsmystiker. Und da ja, merkst du, ja, okay, ja, ja, der will eigentlich auf etwas hinaus und das ist gar nicht so einfach. Aber ja, ja, man ist so verführt und dann aber mh, mh, zack, dann fliegst du halt mh, irgendwie auf den Boden. Und ja, dann merkst du, das ist hier nicht schöngeistiges Gerede, sondern hier geht es um was. mh, Aber es ist mh, wichtig, dass du ein bisschen verführt bist, mh. damit der Aufprall auch wehtut, wenn er stattfindet.
ist auch gerade ein bisschen wie die Zusammenführung verschiedener Vogelarten. Über die höre ich Ja, nämlich auch leider, schon hier sind es Vogelstimmen. hauptsächlich Krähen, ne? Ja, Es sind bei mir sind es gerade hauptsächlich Meisen Krähen hier los. hauptsächlich. Und in 2 Monaten oder so, da kommen dann die Zikaden und das ist ein Riesenlärm, ne? Das ist ein Riesenlärm, ne? Heavy Metal. Heavy Metal, ne? Oder Industrial, ne? Also das klingt gar nicht mehr nach natürlich, ne? Das klingt irgendwie richtig Heavy Industrial mäßig. Wie die Neubauten in ihrer Hm. Frühzeit so ein bisschen. Das könnte jetzt die Müllabfuhr sein. Klavier. Ja, war mal wieder toll, dir zuzuhören. Gleichfalls. Und auch der Umgebung, wo du bist. Ja, Das fand ich ja. auch total schön. Also, das mal zu machen. Ambiente-Musik, ne? Ja. Ist auch ein bisschen wie bei Kindern. So, hör mal, hör mal. Also, also man will dem anderen seine Welt zeigen. Ja, Und das ist ja. eigentlich, das ist was Schönes. Und das könnte man weiter befragen, ob das auch was mit der Adoption zu tun hat. Aber, also das muss man nicht abschließend klären. Ich finde nur dieses Bild auch schön. Sich gegenseitig die eigene Welt zeigen. Ich muss irgendwann mal die Fenster putzen, ne? Das muss ich auch. Aber so vergisst man nicht, dass es nur Fenster sind. Also so ein bisschen Brecht, der V-Effekt, Ja, Verfremdungseffekt in ja. Form von Dreck am Fenster, ne? Äh, Es Das ist autorisiert nicht die die Fenster nicht wirkliche zu Welt, putzen. das ist nur ein Fenster, ne? Durch das du die Ja. Welt siehst. Du machst es, um die Vögel zu retten, damit die da nicht gegenfliegen. Ah, verstehe. Naja, die Raben, die sind, oder die Krähen sind das wahrscheinlich, ne? Die sind zu schlau, um dagegen zu fliegen. Und Tauben haben wir auch eine Menge, aber die fliegen auch nicht gegen die Scheiben. Ja, Du musst jetzt aber langsam mal frühstücken, oder?
Ich muss vor allem mal zur Toilette, glaube ich. Ich muss mal pinkeln Ah, langsam. richtig müssen. Okay, okay. Ja, das ist auch Embodiment, ne? Ja. Rückkehr zum Körper, ne? Ja, aber auch da ist es, also es ist ja immer ein Konflikt Ja, zwischen den Bedürfnissen des Körpers und der Situation, aus der man nicht raus will. Das finde ich auch ja, wichtig, so ja, ein Schlingerpunkt. Aber ich habe ja. heute schon mein Trinken weniger groß gemacht, weil sonst geht das schneller, äh, Ja, ja, dass da ja, diese Bedürfnisse entstehen. Und das, ja. ja. Das Dilemma kenne ich, ja. Wir hatten das ja mit der Windel und dem Katheter. Schade, dass das nur ein Witz war. Jetzt können wir es ja auflösen. Das war nicht wirklich so. Das haben wir nur gescherzt. Das war nicht wirklich so. Nee. Geil, du bist Soll ich jetzt dir meine überrascht. Windeln zeigen? Bitte, bitte. Aber erst beim vierten Gespräch. Ah nee, das haben wir jetzt, ne? Das ist das vierte, glaube Was ich. ist das vierte? Das ist das vierte Gespräch. Dann geht's, dann kannst du mir jetzt deine Windeln zeigen. Zeig mir deine Windeln, Baby. Hm, hm. Ja. Ja, jetzt sind wir, sagt man in dem Fall basale Bedürfnisse. Ja, wir sind wieder basal geworden. Habe ich das Wort richtig verwendet, das ich jetzt gelernt habe? Das kannst du machen wie ich, einfach wie du willst. Sag's einfach immer. Und die Leute denken Ja, dann, ah, ich ja, frage besser nicht nach, dann würde ja auffliegen, dass ich ja, das Wort nicht kenne. Und keiner kennt es, vielleicht weiß keiner, was das heißt. Aber alles zu ja, peinlich zuzugeben. ja, 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 ja. Ja, Ja, danke schön, ne? bevor ich mir jetzt in die Hose mache, Dankeschön. auch wenn das auch eine gute Genau, ich Übung würde sein kann. sagen, wir kümmern uns jetzt um unsere Bedürfnisse, Ja, ne? Und lass uns in Kontakt bleiben, ne? gern, ja. Hm. Falls irgendjemand von den Zuschauenden sich das bis zum Ende angeguckt hat und ihr habt eine Idee, einen Wunsch, worüber wir sonst noch sprechen könnten, ne? Sprache, Verblendung, Embodiment, ne? Falls ihr Ideen habt für Und 3 Stunden. Windeln. Windeln, ja. So. Okay, dann wünsche ich dir einen schönen Tag, ne? Das wünsche ich dir auch. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Mach's gut. Ja, tschüss. Ciao.